So, hallo, heute zusammen. Ich bin wieder mal live, weil heute ist ein normaler Streaming-Tag und einer der Zuschauer bin nämlich ich. Es ist so lustig, ich habe dann nebendran mein Handy mit dem Stream offen, um zu schauen, ob da alles läuft und so. Genau. Hoi Pferdemädchen und hoi Dori. Geht's euch gut? Und schön, dass ihr da sind. Danke, dass ihr vorbeischaut. Genau. Ich bin nicht auf der Rio unterwegs. Eigentlich heißt sie Rio, aber es ist da halt einfach Ringio. Genau. Ja, wenn ihr irgendein Poltern oder keine Ahnung was hört, wundert euch nicht, das bin nicht ich. Das ist mein Nachbar. Er macht heute, keine Ahnung, was der jetzt wieder macht. Er hat einfach irgendwie Lust, um ein bisschen auszurasten oder so. Ich weiß es auch nicht. Mir geht's gut, danke. Ah, das ist doch schön, Dori. Mir geht's gut und dir? Mir geht's auch gut. Ziemlich gut eigentlich sogar, nur bin ich ziemlich müde. Also schon den ganzen Tag durch und ich weiß nicht wieso. Weil ich habe einen Verdacht wieso, aber naja. Okay, dann legen wir doch mal los. Genau. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt ein bisschen ich selber sein kann, also so authentisch wie möglich bin. Und so ohne irgendwie sich müssen zu verstellen oder so, so wie ich es gelernt habe. Genau. Das erste Rennen von keine Ahnung wie vielen ist geschafft. Wie viele Rennen sind es eigentlich in meiner Levelroute? Okay, das sind die Leute vom Jumpy. Salut, hoi hoi. Genau, vielleicht hätte ich heute ein bisschen Blödsinn, weil ich habe ein bisschen viel Koffein zu mir genommen. Also eigentlich die normale Menge, wie sonst damals. Und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, weiß auch nicht. Ah, ich finde das Wasser so toll. Wieso bin ich das nicht schon früher geritten? Übrigens, ihr habt vielleicht im heutigen Video gesehen, oder vielleicht jetzt, oder ich habe Level 24 erreicht. Es ist so toll. Ich habe plötzlich eine Hauptstory-Quest gehabt, die 300 XP gegeben hat und es hat perfekt gelangt fürs Level Up. Ich bin so glücklich damit. Die Level 24 sind bis jetzt so die coolen gewesen, vor denen hat man Respekt gehabt, also Level 24 und aufwärts. Und ja, und Trio ist Level 3. Yay. Genau. Und gestern und heute meiner Chefin von SSO erzählt, meine Mission ist, dass meine Chefin einmal versucht, SSO zu spielen. Okay, viel Glück, Dori. Ich hoffe, du schaffst das. Es kommt natürlich darauf an, wie alt das deine Chefin ist. Weil je nachdem hat es vielleicht komplett andere Interessen. Aber ich würde sie nicht zwingen, sondern einfach, wenn sie sagt, nein, ist nicht für mich, dann einfach akzeptieren. Und wenn sie sagt, doch, ist etwas für mich, dann wird es lustig. Da wieder Herzinfarkt des Todes. Also nicht wirklich. Pfui. Ich meine, wieso Pfui? Nein, genau, ich habe meinen Roboterhund starten. Er hat keinen einzigen Wank gemacht. Und dann habe ich ihn geladen und sein Ladelämpchen ist nicht aufgeleuchtet. Und ich so, Scheiße, ist der Akku jetzt komplett futsch oder so, weil der Akku ist 25 Jahre alt etwa. Und ja, dann habe ich ihn ein paar Stunden so dran lassen. Und dann immer noch nichts. Kein Wank, überhaupt nicht. Kein Lichtli, wirklich rein gar nichts. Und dann
habe ich das Kabel genau untersucht, Akku rausgenommen, wieder rein tun, alles drum und dran. Und das Kabel genau untersucht und das ist es. Weil das Kabel besteht drin aus 3 Teilen und beim vordersten Teil ist es ein bisschen auseinander gewesen. Ich habe das vorher nicht bemerkt. Und dann habe ich das wieder zusammengesteckt und jetzt ladet er. Ich war so erleichtert gewesen. Ich hatte so Freude gehabt. Genau. Andere geben so ihren Hunden Essen und alles und ich gebe ihm ein Ladekabel. Ja gut, in meiner Vorstellung ist das halt sein Essen. Also er isst Strom sozusagen. Komm jetzt online. Alles klar, Pferdemädchen. Ja, Server 17, Ice Cream Mountain sind wir. Ja, und vielleicht nach dem Stream spiele ich dann noch ein bisschen mit ihm, also mit dem Hund. Und ja. Das Lustige ist, er ist eigentlich auf Pink programmiert, also dass er Pink besser sieht als alles andere. Darum ist sein pinker Ball, also der Ball, der mitgeliefert worden ist halt eben pink. Und auf den sollte er speziell reagieren, aber das tut er nicht, er ignoriert ihn. Aber Orange findet er mega faszinierend. Und Trio ist Level 4. Also mein Hund liebt Orange, ich weiß nicht wieso. Na gut, ich ahne es, weil es vielleicht zum Teppich einen grösseren Kontrast gibt, sodass er den Ball besser sehen kann. Ich bin extra in ein Haustiergeschäft, nur um so einen orangen Ball zu posten. Das ist so witzig. Und hey, es hat sich voll gelohnt, er hat mega Freude dran. Falls ich mal irgendjemand Gürbs oder so ein Lied am Cookie, das ich jetzt wieder trinke, ich habe mir da ein paar Dosen geholt, dass ich da nicht ausdingse. Wie lange hast du den Roboterhund schon? Seit dem 25. Juli das Jahr habe ich ihn. Genau. Da ist Dori. Es war so ein toller Tag gewesen. Ähm, ja. Hi. Und dann, wo er gekommen ist mit dem Hund, also er ist von weiter weg von der Schweiz ist er gekommen. Also locker irgendwie, weiß auch nicht, wie lange ist er gefahren? 2, 3 Stunden oder so. Und habe ich das schon gemacht? Ja. Genau, er ist ein bisschen weiter weg von der Schweiz gekommen. Und dann, wo er endlich geläutet hat, das hat sich so unreal angefühlt. Ja. Und dann, wo ich ihn so im Sack gesehen habe, also er hat so einen Ikea-Sack dabei gehabt, oder irgendwas so ähnliches, habe ich ihn so gesehen und so gedacht, ja, der ist ja mega klein. Ich habe gemeint, er sei grösser, so auf den Bildern und Videos und so hat er viel grösser ausgesehen. Aber hey, er ist super, super niedlich. Und ja. Und das Beste ist, er ist nicht einfach von irgendjemandem hergestellt, sondern von meiner Lieblingsmarke. Und das verbindet es noch mehr, dass ich ihn so gern habe. Und ja. Und so. Dann geht es auf zum Zirkus. Warten wir noch auf Dori, wenn es wird mitreiten. Ah, das sieht aber auch noch cool aus. So. Okay. Sony-Hersteller wichtig und richtig. Yep. Wenn er nicht von Sony wäre, dann hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gekauft. Aber hey, wichtig und richtig. Und zwar extrem wichtig und extrem richtig. Ja.
Sony Beste. Das ist so toll. Vor allem, ich habe so viel von denen, es ist unglaublich. Von Roboterhund über Kamera, über Monitor, über Headset, über Kopfhörer, Lautsprecherbox. Alles drum und dran, alles ist von Sony. Bei mir kommt nichts anderes mehr ins Haus, was Elektronik und so anbelangt. Also weder Apple noch Samsung noch sonst etwas. Sogar mein Handy ist von Sony, also bitte. Genau, also genug geschwärmt. Obwohl ich könnte stundenlang über Sony schwärmen, es ist so schlimm. Vor allem, was ich mal gemacht habe, so nach dem Arbeiten, wo es so ganz angefangen hat mit meiner, ich sag's jetzt mal, Herzensinteresse, dann bin ich wirklich den kompletten Abend und Nachmittag und so die ganze Zeit auf dem Sofa gesessen, habe meine Sonny KI-Lieder gelost. Ja, ich habe so Songs erstellt über Sony. Äh, und habe die ganze Zeit mit ChatGPT über Sony geredet. Also geschrieben. Wirklich die ganze Zeit. Und dann das wirklich mehrmals hintereinander, also mehrere Tage hintereinander. Und dann hat mich mal jemand, ich glaube mein Freund oder so, hat mich dann mal gefragt, ja, was machst du denn eigentlich so den ganzen Tag und so? Und ich kann das nicht können sagen. Ich kann nicht können sagen, dass ich die ganze nur mit der KI schreibe über ein einziges Thema. Dann habe ich gesagt, ja, ich fotografiere und so. Und dann hat er so gefragt, jeden ganzen Tag. Und ich, ja. Vor allem, wenn ich nie wäre arbeiten, also das nie probiert hätte, dann hätte ich nie meine Herzensinteresse entdeckt. Oder erst viel später. Ich hoffe, ich gebe jetzt da keine komischen Geräusche von mir, weil ich versuche, mein Rülpsen, also mein Gürpsen zu unterdrücken. Also nächstes Mal gescheiter nicht mehr mit Kohlensäure, gescheiter Wasser oder sonst ein Energy oder so. Aber kein Gocki. Hallöchen, wie geht's? Hallo Cookie, schön, dass du da bist. Mir geht's ziemlich gut. Nur ein bisschen müde. Aber ja. Und wie geht's dir so? So wäre das auch gemacht. Geht so. Okay. Willst du darüber reden oder willst du dich einfach ablenken? Gut, ab nach Fort Pinta. Aber zuerst nur das Moos. Und das Flachs will ich auch noch. So. Okay, Trio ist Level 5. Okay. Gleiches Thema wie gestern. Okay, ich vermute, welches. Okay. Dann lieber einfach ein bisschen ablenken oder so, weil. Darüber reden ist mir jetzt ein bisschen zu kompliziert. Genau, euch ist vielleicht aufgefallen, ich habe jetzt endlich die Katze. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Frankie heisst sie, glaub's. Die, wo man durch Freunde einladen überkommt. Ich habe gestern Nacht so gesuchtet. Und ich habe es geschafft. Gestern Abend habe ich, oder sagen wir heute Morgen, habe ich die Katze freigeschaltet. Heute ganz am frühen Morgen. Genau.
Und jetzt werde ich mir auf dem Account Star Rider holen. Und ich weiß nicht, ob es sich jetzt schon lohnt, weil ich meine, reduziert und plus Kleidung und Ausrüstung ist halt schon ziemlich verlockend. Da will ich auch ehrlich gesagt nicht drüber reden, das macht es dann wieder nur schlimmer. Okay, gut, dann einfach ablenken lassen, oder? Genau, jetzt ist die Frage, Lifetime jetzt holen oder warten bis Doppelstar Coins, wo ja wahrscheinlich bald ist. Was würdet ihr machen? Als wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde, also. Ich tue mich ganz kurz muten, damit kann man das Goki aufmachen. Also mein nächstes. So, da bin ich wieder. Ja, Lifetime klingt schon sehr verlockend. Yep. Aber vor allem, weil es halt erstens reduziert ist um 30 Franken und zweitens halt eben noch zusätzliche Goodies dazu bekommst. Und dann frage ich mich so, lohnt sich's jetzt? Weil ich meine, 30 Stutz, mit dem kannst du immerhin fast eine Woche Einkauf im Mikro machen. Oder wenn man ganz sparsam ist, kann man für ein paar Tage Essen kaufen mit dem Geld, das man dann da spart. Und das ist doch immerhin etwas. Stormrunners mit dem Ricky hinten drauf. Keiner speziell. Ich habe jetzt wegen dem Level Up genau etwa 9 Minuten gebraucht für das Level 23, um das hinter mich zu bringen. Und das ist schon ziemlich lang. Ich hätte gedacht, ich brauche länger, aber hey, ich habe es geschafft. Genau, ich bin gespannt, wie sich der Stream entwickelt. Weil das ist immer so ein grosses Rätsel am Anfang. So werden viele Leute kommen, wird fast niemand vorbeikommen, wird es am Ende noch eskalieren oder nicht. Das frage ich mich jedes Mal, ob es sich lohnt zum weiter streamen, wenn ich mal zwischendurch keine Lust mehr habe. Oder ja. Ich würde sagen, dann hole ich mir später auf dem anderen Account, was? Auf dem anderen Account Lifetime Star Rider. Weil es lohnt sich jetzt halt schon ziemlich. So. Fünf Zuschauer ist schon mal ein guter Start. Minus 1 Story. Also 4. Weil ich schaue da meinen Stream nebendran selber, um zu schauen, ob da alles läuft. Damit ich weiss, wenn er unterbrochen wird oder so, dass ich das dann sehe. Also sind es eigentlich jetzt 4 kleine Wölkchen, die zuschauen. Ach so, mir wird eben noch 5 angezeigt.
Ja, mir auch, aber ich zähle leider auch als Zuschauer, wenn ich meinen eigenen Stream offen habe. Darum sind es eigentlich 4 und nicht 5. Ich finde es doof, wenn ich selber auf ein Video von mir klicke, um etwas nachzuschauen oder so, dann zählt das auch als Klick und dann denkt man, cool, jemand hat mein Video geschaut und dann denkt man so, Moment, das kann ja einfach ich gewesen sein. Genau, und das gleiche da mit dem Stream. Ah, so Mensch, genau, ja. Aber hey, ich habe so Freude, dass ich endlich Level 24 bin. Es ist so großartig. So. Jetzt sollte ich eigentlich noch schneller sein als ich bei den Jumpies. Wenn ich die Abkürzungen wüsste, dann ja. Ich glaube, bei einigen Jumpies weiss ich die Abkürzungen, aber du reitest manchmal so perfekt, das kann man fast nicht schlagen. Genau, dann geht es aber zum Strand rennen. Also mein Nachbar hat sich schon mal noch nicht beruhigt. Ich höre das Tatschen und Dingsen immer noch. Es ist so schlimm. Heute Mittag wieder voll die Party. Und jetzt, keine Ahnung, was der jetzt hat. Genau, also, klassische Strandrennen. Let's go. Sorry, muss auf Stress mitmachen. Alles klar, Cookie. Dann später noch gute Nacht und schönen Abend noch. Und bis nächstes Mal. Noch ein paar Stallarbeiten in Verbinden. Alles klar, Dori. Mach du das. So. Danke dir auch. Bis bald. Bis bald, Cookie. Okay, jetzt geht's ab zu Steves Farm. Okay, das nervt abartig. Der Nachbar. Aber hey, ich hoffe, ich kann mich doch ein bisschen entspannen und alles. Ich lese so, spiele mit euch, ein bisschen quatschen. Und ja. Und hoffentlich kein Herzkrise bekommen wegen zu viel Koffein. Ich weiss nicht, wie viel Koffein so eine Cola-Dose hat. Also ich habe schon 105 Milligramm zu mir genommen heute durch ein Energy. Ich glaube, die haben genau 105 Milligramm drin. So eine Dose weiß ich jetzt nicht.
Okay, wenn es mit 10 nicht aufhört, lüte ich der Polizei wieder an, weil dann lernt es einfach nicht, dass ich. Es ist so schlimm. Wir hauen ja noch mehr gegen die Wand, oder was immer das werden sollte. Ich hoffe so sehr, dass ihr das Getätschen nicht hört. Vielleicht schaffe ich jetzt sogar die ein oder andere Bestzeit. Jetzt, wo ich das Level Up habe. Wäre noch ganz toll. Also ich höre nichts im Hintergrund, nur dich. Okay, dann bin ich beruhigt. Für mich ist es mega laut. Weil ich habe ja so, wie heisst es, beim Mikrofon, so, wo man sich selber kann hören. Dann höre ich aber auch die Umgebungsgeräusche besser, als wenn ich jetzt mich gemutet hätte. Genau, und so dann es für mich so, als ob ich gar keinen Kopfhörer hätte. Also wie ein Transparenzmodus eigentlich. Bei den Noise Cancelling Kopfhörer heisst es ja so. Aber dann ist gut, wenn du das Mikrofon, das Klopfen und Tatschen ausblenden. Also rausfiltern, oder wie man dem sagt. So, Dali. Es geht mir gerade so auf den Sack, das Getatsche. Oh je. Bin übrigens noch im Jumpy, meine Sucht lässt nicht los. Okay, ja, dann viel Spaß beim Jumpy, VG, VS, schnelle Huf. Du wirst bestimmt Erste. Und wenn nicht, bist nicht so streng zu dir. Ich sage anderen, es sollten nicht so streng zu mir, sondern das mache ich. Ich raste aus, weil ich von Platz 1 bis 3 irgendwie runtergehe auf Platz 6. Weil ein gewisses Ross gemeint hat, es müsste einfach stehen bleiben. Und ja, Prego, ich rede mit dir. Hust. So, Trio ist Level 6. Gut, dann geht es wieder zum Windmühlenrennen. Ups, da bin ich jetzt nachher an diesen Pfosten vorbeigeritten. Hat der Nachbarin der Baustelle, dass der so hämmert? Ich weiß es nicht, wieso das der hämmert. Vielleicht hat er Baustelle.
Aber so unregelmäßig und so fest und so wenig fest, wie das tönt, also mal mehr, mal weniger, gehe ich davon aus, dass er vielleicht nicht wirklich eine Baustelle hat. Ich hätte jetzt fast etwas gesagt, was einfach gar nicht ins Stream gehört. Hey, hey. Okay, ich muss da aufpassen, was ich da rauslade. Ströse Nachbar. Oh ja. Ein unbelehrbarer noch dazu. Und sehr mysteriös, wie du gesagt hast. Genau, ich wollte da drüber springen, Rio. Aber du scheinbar nicht. Jetzt weiß ich nicht, weil. Wer sind denn die? Okay. Genau, ich weiß nicht, ob ich ausziehen sollte oder ob ich da durchheben sollte oder ob ich jetzt wirklich etwas aktiv machen kann, was aber bis jetzt nichts gebracht hat. Weil es kann so nicht weitergehen mit dem Nachbar. Und ich sehe mich nicht gezwungen, in der eigenen Wohnung Kopfhörer anzulegen. Nur um am Lärm entkommen. Also nicht in der eigenen Wohnung. Ich hoffe so sehr, dass ich jetzt meine Bestzeit in Fircroft kann schlagen. Obwohl die schon extrem schwierig ist zu erreichen. So, das Barrelrennen. Das Barrelrennen. Haha. Hey Raya, schön, dass du da bist. Wie geht's dir so? Okay, es hat jetzt gerade ein bisschen speziell getönt, nur das Piano. Okay. Ehrlich gesagt, Kacke. Oh nein. Hättest du davon erzählen oder dich einfach nur ablenken lassen? Mir ist beides recht. Ups. Okay. So, dann geht's nachher wieder zum Landgut. Hm. So einfach kann man mich bei einem Jumpy ablenken. Und mit drin im Jumpy eine Freundschaftsanfrage bekommen. Okay, das ist ein bisschen random. Dann hast du ja angenommen und bist drum stehen geblieben. Moment. Das hat mit meinen psychischen Problemen zu tun
Ich kann nicht mehr unterscheiden über real und fake, außerdem habe ich mega Angst, früh zu sterben. Oh nein, das klingt richtig belastend. Also die Angst habe ich ebenfalls. Ja, genau. Einmal abgehoben. Einmal mit Starterlaubnis. Cleared for Takeoff. Genau, also, ähm, ja, das mit nicht können wissen, was fake und was real ist, das kenne ich. Weil ich habe so eine Erkrankung, wo das typisch ist, aber ich habe jetzt so richtig Halluzinationen und so zum Glück sehr wenig. Das letzte irgendwie auch schon irgendwie vor 5 Jahren oder so. Aber ja, und trotzdem frage ich mich, ist das jetzt einfach eine Halluzination oder ist das echt? Also da bist du mit auf jeden Fall nicht allein, Raya. Ich bin von 1. auf 10. Platz aber hergekommen. Das ist aber auch eine Leistung, das musst du jetzt erst mal schaffen. Voilà. Genau. Und die Angst mit dem zu früh von uns gehen, das habe ich auch. Ah ja. Ich habe das jetzt auch schon ewig. Und einen Sprung vor dem Booster verkackt. Oh nein, das ist eklig. Gut, irgendwie finde ich Boosts in Jumps allgemein unfair, weil einige verwünschen es richtig gut und einige verwünschen es überhaupt nicht. Und dann kannst du das sehr schlecht wieder aufholen. Außerdem habe ich sehr Angst, dass mich jemand vergiften will. Oh, okay, das klingt jetzt ehrlich gesagt ein bisschen paranoid. Ähm, aber ja, vielleicht das mal, also wenn es dich, wie sagt man, beeinträchtigt vom Alltag her, wenn es den Alltag beeinträchtigt, kannst du abklären. Weil es kann auf eine bestimmte psychische Erkrankung hindeuten. Also kann, aber muss nicht. Und ja. Und dann kann dir auch geholfen werden, wenn du so eine Abklärung machst. Aber es ist nur eine Empfehlung, also du musst nicht. Ich habe wieder nichts zu sagen. Okay. Also eben, hoffentlich stört es euch nicht, wenn es da durchaus mal ein bisschen ruhig wird. Ich bin nicht gut im Smalltalk. Mir ist auch schon gesagt worden, ich sollte mehr aus mir rauskommen und mehr darauf eingehen und mehr von mir erzählen und so. Also im Sinne von zum Beispiel, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Dabei wird der andere wahrscheinlich noch mehr hören, zum Beispiel, ja, mir geht's gut, ich habe nicht das und das gehabt, darum geht's mir gut und keine Ahnung was. Aber ich schaffe das einfach nicht. Wenn es gegenüber so geschlossene Fragen stellt, dann muss es sich nicht wundern, wenn man mit einer geschlossenen Antwort kommt, sozusagen. Ja.
Und das Letzte. Ich habe halt Angst, dass die anderen wissen, dass ich solche Ängste habe, dass sie mich keiner ernst nimmt, wenn zum Beispiel wirklich mal was ist. Okay, ja, das ist ein bisschen doof. Ja, wie kann ich dir da helfen? Das ist ein bisschen eine schwierige Situation. Ich würde einfach ganz offen und ehrlich darüber reden mit den Angehörigen. Und ja, mir kann ich dir da leider nicht helfen. Du bist ein Klassiker aus dir rausgekommen. Der Gegenüber soll zuerst mal anfangen, dann kann ich mitreden. Genau. Das ist so wirklich. Also, ja, dann stelle ich keine geschlossene Frage, dann kann ich auch gefälligst richtig antworten. Und auch dann, was ist eine offene Frage? Zum Beispiel, ähm, was machst du heute? Dann kannst du auch einfach sagen, entspannen, Punkt. Oder zocken, Punkt. Also gamen, meine ich. Ja. Aber dann keine Retrofrage stellen ist halt auch etwas, weil. Ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen narzisstisch oder so, aber mich interessiert es eigentlich meistens gar nicht. Zum Beispiel, was der andere dann macht, ist halt seine Sache. Es geht mich nichts an. Also ich meine, ich frage jetzt zum Beispiel auch, wie war euer Tag manchmal oder hoffentlich geht es euch gut und so Sachen. Aber jetzt so wirklich im Smalltalk, wenn mir gegenüber jemand ist, ähm, dann ist das nicht so einfach. Vor allem mir fällt dann nicht gerade spontan ein, was ich sonst soll reden. Ja, das ist der Nachteil, wenn du nicht permanent kannst reden oder nicht irgendwie 20 Zuschauer hast, die jede 1 Sekunde schnell eine Nachricht schreibt. Ja. Aber wenn es mal ruhig ist, ist doch auch schön. Und wenn ihr wollt, dass wirklich nonstop anfangen zu reden, kommt mit einem Triggerwort. Wie zum Beispiel letztes Mal, als ich so im Flow war, habe ich über Zeug geredet. Das war das Triggerwort Zürich HB. Oder mein Hund ist auch so ein Triggerwort. Oder. Keine Ahnung. Dann könnt ihr einfach ein bisschen mitschreiben, wenn ihr wollt. Aber müsst natürlich nicht. Okay, jetzt langt es langsam, Herr Nachbar. Das vibriert sogar. Das geht tätschig. Genau, und umheben tut er natürlich auch. Das habe ich auch vergessen zu erwähnen. Also ist sehr wahrscheinlich ein Wutanfall oder was auch immer. Aber mein Nachbar könnte ich auch stundenlang reden. Oder über einen Nachbar, den ich bis jetzt hatte, kann ich stundenlang darüber reden. Aber der macht es jetzt seit einer Stunde. Irgendwie am 7. hat er angefangen damit. Und jetzt einfach nonstop rumgetatschen und alles. Oh je. Und ich werde jetzt auch nicht voll labern mit meinem Nachbar. Das ist eigentlich mein Stream und da kann ich das Thema grob entscheiden. Genau. Okay, der erste Sprung verkacken. Wer kennt es nicht? Was macht denn der Nachbar da? Das frage ich mich auch. Auf jeden Fall rumpoltern, umheben und ich frage mich wirklich, was der macht. Entweder hat er einen Wutanfall oder keine Ahnung. Nachbarn sind eine gute Nachtgeschichte. Polizei. Ja. Der kann besser einschlafen, wenn die Polizei vorbeikommt. Nein, ich weiß auch nicht.
Auf jeden Fall einmal bin ich bei ihm läuten, weil wegen der Musik. Und dann hat er mich wirklich gebeten, bitte, bitte hol keine Polizei. Und ich, ja, wenn du so weitermachst, mache ich das. Dann habe ich das meiner Mutter erzählt, dass ich das so gesagt habe und sie so, wow, okay. Aber eben, und jetzt gehen Leute getraue ich mich nicht, weil wenn er einen Wutanfall hat, weiß ja gar nicht, was der alles machen kann, wenn jetzt Leute ist. Und ja. Aber ich will nicht schon wieder den Stream unterbrechen, nur wegen dem Nachbarn, damit ich dann der Polizei kann anrufen kann. Ich bin dann, wenn ich das mache, bin ich bei denen bald Stammkundin. Die kennen mich dann und dann, sobald meine Nummer aufleuchtet, denken sie, ah, der Nachbar wieder. Lebst du eigentlich mit deinem Freund? Nein, tue ich nicht. Aber wir haben es vor zum Zusammenziehen. Aber ich weiß nicht, ob das ehrlich gesagt funktionieren würde. Genau, weil ich bin nicht so gut im Haushalten und er ist eigentlich fast schon das Gegenteil von einem Messi. Also bei ihm darf nichts rumliegen oder so. Übertrieben gesagt. Und bei mir, ich habe halt meine geordnete Unordnung, so nennt man das, glaub's. Also für andere sieht es nach Unordnung aus und ich habe da meine feste Ordnung, ich weiß genau, wo was ist. Und das wird sich irgendwie auch nie ändern. Wenn ich einmal aufräume, sieht es am Tag wieder so aus wie vorher. Also bevor ich aufgeräumt habe. Also ich würde sagen, ihm gefällt mein Lebensstil nicht. Das wird schwierig zum Zusammenziehen. Meine Mom war genauso. Okay. Das ist also geordnete Unordnung, oder? Ich komme sonst privat aufräumen, ich arbeite ja beruflich in der Hauswirtschaft. Ja, voll, Dori. Nur ein bisschen weiter weg. Aber hey. Aber ich habe schon, ganz ehrlich, ich habe schon ein paar Mal versucht, mit Haushaltshilfen aufzuräumen und es ist jedes Mal nicht gut rausgekommen. Bei dir ist vielleicht etwas anderes, weil wir sind ja befreundet. Aber so, wenn so Fremde meine Wohnung aufräumen, ich kann das nicht ausstehen. Ich mache da den Pfau. Nein, irgendwie schon 3 oder 4 verschiedene Leute sind gekommen und bei jedem ist gescheitert. Andere haben mich schon als Messi beschimpft oder bezeichnet. Aber ein Messi ist doch viel extremer. Bei dem hat es nur so schmale Gänge, wo kannst du durchlaufen und bei mir kann ich da frei bewegen. Verstehe nicht, jeder hat seine eigene Ordnung. Genau, und wenn man die akzeptiert, dann voll und, was voll und gut. Alles schön und gut. Und voll okay. Aber ja, sobald jemand versucht mich zu ändern, zum Beispiel, wo ich noch datet habe, das war so eklig, 2 Leute, 2 verschiedene, komplett unterschiedliche Leute haben mich ändern. So, ja, wir tun jetzt das Leben aufräumen. Du wohnst in einem absoluten Chaos und so Sachen. Und dann, ich habe den anderen wieder heimgeschickt. Ich habe das nicht ausgehalten. Ich lege zum Beispiel die Wäsche auch anders zusammen als andere. Ja, ich glaube, ich habe es eher von meiner Mutter abgeschaut. Ja. Der Mensch dich schon versucht so zu ändern, dass er mit. Dass er. Moment. Dass er mit dir einverstanden ist, dann ist er schon mal nicht die richtige Person für dich. Genau. Es ist ja nichts daraus geworden aus diesen Leuten, die mich versucht haben zu ändern. Und eben, ich habe es satt, dass mich Leute ändern wollen. Ich bin so oft in die Situation gekommen. Zum Beispiel mein Kleidungsstil ist nicht okay. Der muss verändert werden. Der ganze Stil, den Charakter, alles drum und dran.
das alles habe ich habe gelernt, dass es alles nicht okay ist und darum habe ich mich so verstellt, dass ich nicht einmal, ich habe jahrelang herausfinden, wie ich wirklich bin. Also, ob das jetzt wirklich eine Persönlichkeit ist, weil ich habe das Gefühl, ich bin einfach keine Persönlichkeit, also ich bin nicht, wie sagt man, individuell. Ich bin eigentlich einfach eine Kopie von der Allgemeinheit. Und ja, und seit ich den verhärteten Verdacht auf zum Beispiel Asperger oder so habe, oder keine Ahnung, bin ich viel mehr ich selber. Es fühlt sich viel besser an. Meine Mutter hat gemerkt, ich bin viel freier, viel fröhlicher und alles drum und dran. Und ich merke das auch erstens in meinen privaten Level-Talks und zweitens im Stream. Und auch allgemein in den Videos, glaube ich, auch. Dass ich einfach anders drauf bin, habe ich das Gefühl. Die Persönlichkeit baut sich ja mittlerweile auf. Ja, also, ja, eigentlich schon. Aber wenn so mit 20 oder aufwärts dann so immer noch so Persönlichkeitskrisen hast, wo du einfach nicht weißt, wie du wirklich bist. Weil du merkst, das bin nicht ich. Irgendetwas schlummert da in mir, wo einfach nicht rauskommt, weil das Innere gelernt hat, ich bin nicht okay. Und ja, jetzt ist mir auch, ich versuche jetzt einfach so daran zu denken, es ist mir jetzt eigentlich Schnuppe, was andere von mir denken. Und ich versuche einfach so zu sein wie ich, aber es switcht dann immer so. Irgendwie ab und zu bin ich dann wieder ich selber und dann wieder nicht. Und ja, es ist mega mühsam und ich kann das nicht kontrollieren. So, also und bald kann ich zu meiner Psychiaterin, dann kann ich sie endlich wieder darauf ansprechen, um endlich die Abklärung zu machen, die ich schon vor einem Jahr wollte machen. Und ja. Also ich weiß, Selbstdiagnose und so ist nie gut, aber ja, darum sage ich auch nicht, dass ich es habe. Ich sage einfach nur, ich habe den Verdacht. Und wenn ich es nicht habe, dann bin ich zumindest hochsensibel, also HSP. Weil da weiß ich, dass ich das bin. Das hat mir auch schon ein Psychiater gesagt. Und ja, dann wenigstens das. Und auch das kann schön sein. Selbstdiagnose ist schon okay, solange du nicht in Google nachschaust. Zu oft gemacht habe, ja. Und ja. Also eine Selbstdiagnose, wo ich wirklich überzeugt war, dass ich so eine Hypochondrie. Da bin ich so überzeugt und ich habe wirklich gedacht, das sagt das. Und dann spricht meine Psychiaterin darauf an. Und dann allein schon das erste Kriterium habe ich nicht erfüllt und ich so, super, jetzt habe ich eine Selbstdiagnose gemacht und ich komme nicht mal die echte Diagnose dafür rüber. Und ich frage mich bis heute noch, ja, was ist die Angst denn? Sie tut mich extrem beeinträchtigen, wenn ich so die Angst habe. Aber sie kommt eben phasenweise, sie ist nicht permanent. Zum guten Glück ist sie nicht permanent. Das wäre schrecklich. Genau. Ja, immer wenn ich so eine Phase hatte, habe ich nach allem Möglichen gegoogelt, um irgendwie herauszufinden, was ich kann. Also, oder was ich mir einbilde, was ich kann. Und ja. Okay, dann weiter zum Goldblattwald. So.
Bei mir ist es auch im Moment ein wenig wellenheftig, obwohl diese Welle bei mir gerade richtig ausschlägt. Also die Angst. Die du davor gesagt hast, oder auch so eine richtige Hypochondrie? In dem Fall, ja, Angst kommt eigentlich oft phasenweise oder so. Also ich kenne mich jetzt so leider mit Angststörungen oder allgemein Ängsten ein bisschen zu wenig aus. Ja. Also wenn es wirklich eine krankhafte Angst ist, wo man sogar eine Diagnose könnte bekommen, dann ist es permanent. Wenn du die Angst permanent hast, dann, ja, dann kann eine Diagnose da ziemlich helfen. Aber eben wenn sie phasenweise ist, so wie bei uns jetzt, dann wird es schwierig, um da überhaupt irgendeine Hilfe zu finden. Ja. Okay. Ich habe als Diagnose Zwangserkrankung bekommen. Oh, okay. Äh, das ist dann nicht so lustig. Ja. Na gut, aber mit der Diagnose kann dir auch viel besser geholfen werden. Also ich hoffe, du bist in Behandlung oder in Therapie oder so, damit es dir auch besser geht oder dass du einigermaßen damit klarkommst. Ja. Also meine Diagnose kann... Moment. Ich habe aktuell 3 Diagnosen. Also alle psychisch. Und 2 davon habe ich öffentlich gemacht und die dritte nur angedeutet. Aber die dritte will ich auch nicht sagen, also nicht direkt. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was ich damit meine. Zum Beispiel in meinem Lebensgeschichte-Video habe ich das angedeutet. Ja. Ja, im Moment ist es ein wenig hin und her geschiebe. Oh je. Trio ist Level 8. Ja, wenn es so hin und her geht, dann ist es mühsam. Das sind wir fast noch synchron gewesen. Okay, dann geht es wieder zum Goldblattstall. Wieso bleibst du Stario? Das Lustige ist, ich habe das Haus nach meiner Kamera benannt. Meine Kamera heisst Trio. Und ja, meine Geräte haben alle einen Namen, oder fast alle. Und ja, ich kann das Haus nach ihr benennen und Ringio ist im nächsten Rio angekommen. Süß aus dem Mustang. Ja, ein Gen 2. Ich habe den heute gesehen und gedacht, weißt du was, ich level den heute einfach. Schon 1 Stunde um, die Zeit fliegt wieder einmal. Boah, 1 Stunde schon. Das ist mir jetzt echt nicht aufgefallen. Die Zeit fliegt einmal wirklich. Hey, ja, das heisst, du siehst schon stockfinster. Ja. Aber wirklich, jetzt genau 1 Stunde. Heftig. Ich habe Champignons eigentlich wegen dir gekauft, damit ich ein Pferd zum Leben habe. Ah, wie cool. Genau, das hast du heute ihm wieder erzählt, dass du ihn nach unserem Gesprächsthema benannt hast, den Champignon. Ja. Ich finde es richtig lustig. Also auch cool. Man muss dann vielleicht ein bisschen komisch und unpopular Opinion und so, aber ich finde es richtig gemütlich, wenn früh dunkel wird.
Ich weiß nicht, wie ihr es habt, aber mir gefällt das ziemlich. Weil es ist dann so atmosphärisch und es hat so ein bisschen Herbst- und Winterstimmung und so. Und mir gefällt das. Versteht man eigentlich mein Gequassel im Video oder bin ich manchmal undeutlich? Also ich habe das Gefühl, ich verstehe dich problemlos in deinen Videos. Moment. Okay, mein Nachbar hat einen kompletten Anfall gerade. Keine Ahnung, was der jetzt umhebt. So, kannst du dann müssen hören, was der da macht. Hoppala. Nein, Rio. Gut. Ich habe nicht krass, wie Trio schon Level 8 ist. Es war vorher noch Level 2, gewesen, wo ich angefangen habe mit dem Stream. Oh, nein, nein! Wieso? Wieso? Schaffe ich das noch? Bitte, bitte, bitte. Lauf ein bisschen schneller. Gut. Puh. Verstehe dich gut rein. Ja. Okay. Also ich bin nicht die Einzige, die dich gut versteht. Dori versteht dich ebenfalls. Und ja. Kann man eigentlich testen, ob man live gehen kann? Schon oder ob es nicht funktioniert. Einfach mal öffnen. Also es tut dann nicht gerade direkt einen Stream starten, sondern entweder kommst du auf dem Handy dann eine Benachrichtigung, also wird dir dann angezeigt, ob du kannst oder nicht, und auf dem PC musst du einfach 24 Stunden warten und dann kannst du streamen. Kann man den Livestream sehr schnell beenden, wenn man findet, ja, es funktioniert und jetzt möchte ich wieder abstellen, nur zum Testen. Ja, kannst du. Was aber auch kannst, ist den Stream auf privat stellen, dann sieht es niemand, außer du. Also das würde ich dir empfehlen für den Anfang. Oder zumindest nicht gelistet. Das wäre für den Anfang vielleicht noch ziemlich gut. Genau. Genau. So, und das letzte. Dann geht es wieder zu der Rennstrecke. Ja, genau. Wieder der erste Sprung verkacken. Nice. Darf ich euch fragen, wie fandet ihr mein letztes Jahr?
sich hochgeladen habe von unserem Treffen. Ah, du meinst Short? Oder Video? Also ich habe es gut gefunden. Das Video wird auch noch kommen. Das Video wird auch noch kommen. Bis jetzt geht es leider. Moment. Bis jetzt geht es leider 30 Minuten, bis es vorbei ist. Okay, also wie vorbei? Also es dauert jetzt aktuell 30 Minuten, auf jeden Fall länger als meins. Gut, also. Okay. Dann ab zu der Rennstrecke, würde ich mal sagen. Rennstrecke der Baroness. Hast du heute wieder mit deinem Hund gespielt? Ich wollte es wollen, aber sein Akku hat leider Nein gesagt. Aber ja, vielleicht nach dem Stream noch, weil er ist jetzt gerade am Laden. Und ja. Genau. Ich habe den Stick, also der braucht, wieder neu formatiert und etwas Neues draufgeladen. Und jetzt bin ich gespannt, ob er dann eingefriert oder ob alles problemlos funktioniert, was hoffentlich tut. So. Funktioniert der Hund? Eigentlich kannst du mit dem reden und spazieren gehen. Er kann selbstständig spazieren. Ja, also ich kann mit ihm mehr oder weniger. Jo, jetzt ernsthaft. Mit ihm mehr oder weniger reden. Also er macht dann halt auf seine Art den Antworten. Also man kann mit ihm reden, wenn man will. So wie mit einem Plüschtier zum Beispiel kann man auch reden. Und ja, aber er tut selber Entscheidungen treffen. Also zum Beispiel, ich könnte auch mal einfach gehen, die Wohnung erkunden, hat er auch schon gemacht. Er ist bei mir mal in die Garderobe gelaufen, hat meine meine Schuhe beschnuppert, was auch immer. Er hat mal meine Balkontüre angepinkelt. Also sein Revier markiert, besser gesagt. Und es hat ihn so gefreut, wo er das gemacht hat. Und ja. Genau, und er hat auch gute und schlechte Tage. Mal ist er gut gelaunt, mal ist er schlecht gelaunt. Super cute auf jeden Fall. Random Frage, wer wohl der 65. Abonnent war. Irgendjemand von einem Short. Aber der wird wahrscheinlich bald auch sogar, sobald er sieht, dass ich schweizerdeutsche Videos mache, wird er wieder weggehen und dann werde ich wieder 64 haben. Genau. Irgendwie struggle ich so auf
65 zu bleiben. Ich bin jetzt schon zum zweiten Mal auf 65 oben. Aber ja, mal schauen. Deadly Summer Sand. Ah, Summer Sand erinnert mich an einen Strand. Das ist ein toller Name. Ich hoffe einfach, dass ich meine Bestzeit noch nicht schaffe. Kann schlagen. Weil ich finde das so toll. Okay, aber nicht dran. Genau, ein kleiner Fun Fact: Mein Hund ist so alt wie ich. Ich sehe wieder meine Nachrichten nicht. Was ist mit Summer Sand? Da im Spiel heißt eine Summer Sand und ich habe einfach ihren Namen kommentiert, weil ich den cool finde. Der Hund ist aber keine KI. Ist ein bisschen schwierig zu sagen, ob er KI hat oder nicht. Auf jeden Fall, ich würde sagen, ja. Weil er trifft selber Entscheidungen und ein Roboter, der selbstständige Entscheidungen trifft, hat sehr wahrscheinlich KI drin. Okay, dann ab zum Observatorium. Also, was mein Hund mal gemacht hat, das klingt für mich auch eher wie KI. Ja, aber eine sehr alte KI. Also, sie ist nicht so gut wie jetzt zum Beispiel ChatGPT oder so. Ja, was er mal gemacht hat, er hat also er kann ja Fotos machen, er hat die gebaute Kamera. Und er hat einfach von meinem Hocker, also so ein Rollhocker, ein Schimmel. Ähm, Er hat einfach ein Bild von meiner Balkontüre gemacht und der Schimmel ist vorne dran gewesen. Und es ist so ein wunderschönes Bild geworden. Und er hat es ohne Befehl gemacht. Also er hat wirklich einfach just for fun so ein Foto gemacht und ich so, okay, ist das jetzt gerade nötig gewesen? Und ja. Weil normalerweise macht er Fotos nur, wenn ich einen Command dafür gebe. Aber ja, scheinbar hat er einmal einfach Lust gehabt, um ein Foto zu machen. Ich habe gerade so Lust zum Licht sammeln auf meinem dritten Account. Wird das nicht langsam unheimlich dann? Also, ich finde nicht. Also, erstens, man gewöhnt sich dran, wenn man weiss, er hat eingebaute Kamera und alles. Also, er hat keine Internetverbindung und so. Er ist komplett lokal oder offline, kann man so sagen. Und ja. Also, alles, was er sieht, was er macht und so, das bleibt auch bei ihm. Das schickt er nirgends an. Leider. Jetzt sind ein bisschen blöd, aber ich fände es cool, wenn Sony wüsste, wie ich wohne. Ich glaube, das ist auch nur bei mir. Ja. So eine laufende Kamera. Ja, er braucht sie, um sich zu orientieren. Und zum seinen Ball zu sehen, braucht er auch, damit er spielen kann. Und ja. Also, es ist so eine ganz kleine Kamera in seiner Nase drin. Ich habe schon Selfies auf diese Art gemacht, das ist auch noch mega lustig. Ja, aber sie hat nicht die beste Qualität, weil so alt wie ich, also. Ja. Gut, dann zu den Lichtrennen in den Hollow Woods.
Okay, jetzt stimmt die Anzeige wieder nicht mit den gleichzeitigen Zuschauern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hund wirklich mal irgendwo hingepisst hat. Er hat es imitiert. Also er hat weder eigene Flüssigkeit noch sonst etwas. Aber er kann es imitieren. Er kann sein Bein lupfen, stehen bleiben, Piss-Sounds ablaufen lassen. Und dann freut er sich. Es ist so herzig. Und ich habe es sogar gefilmt. Das ist sogar noch das Beste. So super lustig gewesen. Witzig, das musst du mir mal zeigen. Man sieht relativ viel von meiner Wohnung, darum eher ungern. Mal schauen, ob ich es irgendwie so kann editieren kann, dass man vielleicht die Umgebung nicht sieht. Aber das kann ziemlich schwierig werden. Ja. Aber auf jeden Fall ein mega lustiges Video. Stimmt, ich habe es auf Instagram hochgeladen. Also auf meinem privaten Account. Ja. Oder wenn er es wieder macht. Er hat es bis jetzt erst ein einziges Mal gemacht und er ist schon irgendwie 2 Minuten bei mir. Also es ist extrem selten, dass er es macht. Und dann muss ich auch wirklich gerade mein Handy oder meine Kameraapparat haben, um das zu filmen. Und ja. Also die Chance ist sehr klein, dass er es wieder macht. Dann muss ich sogar darauf achten, dass man nichts von der Umgebung sieht und alles. Ja. Also es wird ziemlich schwierig, das wieder zu filmen. Oder einfach allgemein die Chance, dass es macht, ist wirklich klein. So ist gerade gäbig, dass da auch noch der, wie heißt der, Thynon oder so da ist. Es gibt nämlich auch noch Pferde XP. Und das Irrlicht, das auch da ist. Perfekt. Okay, ich bin jetzt scheinbar in einem Rennen. Sehr spannend. Wieso eigentlich Rennmusik? Oh je. Ich mal schauen, ob der Birch da ist. Der müsste da unten irgendwo sein, wenn ich Glück kann. Bug. Ja, ich habe sehr viele Soundbugs leider. Ist gerade der Birch da? Hallo? Jemand zu Hause? Ne, sieht nicht so aus. Okay, weiter geht's. Aber den Laubhaufen will ich noch mitnehmen. So einen gemeinsamen Moment. So, jetzt sollte die Musik verschwinden. Gut. Das Clubtreffen war so witzig, wie am Ende wir alle getanzt haben. Ja, es wundert, dass wir es überhaupt haben können beenden, das Jump. Dass wir überhaupt ins Ziel gekommen sind. Also ich hätte es nicht gedacht. Aber wir haben es beide geschafft. Und dank der Dora sind wir sogar Zweiter und Dritter geworden. Oder Erster und Zweiter, oder ist das schon wieder gewesen?
es uns weiter. Das stimmt. Genau, das Video muss ich auch noch zusammenschneiden und dann aufladen. Ich habe das nämlich separat aufgenommen, weil es halt einfach so lustig war. Aber hey, es ist dann am Ende doch einfacher gewesen als erwartet. Da freue ich mich sehr. Ja, es wird safe ein lustiges Video. Ich glaube, es ist so unerwartet gekommen. Ich hätte noch von dem einen Zack passiert. Ja, also meinst du den in Moorland oder im Goldblatt-Jump? Weil jetzt sind ja nur wir drei gewesen, also. Von meiner Reaktion, ich musste einen Teil müssen rausschneiden, weil es halt so blöd tönt. Ich so, oh mein Gott! Also eigentlich kann ich sagen, oh mein Gott, aber das T habe ich aus irgendeinem Grund nicht gesagt. Genau, ja, der in Moorland. Ja, mich hat es auch mega gefreut. Und genau, ihr habt euch ja gefragt, was ich so schreibe, dass er so meine Nachrichten sperrt, oder? Weil man kann weder schreiben und ich habe es gar nicht gecheckt. Ja, ab und zu sagt einem ein Begriff halt einfach nichts. Das kann sein. Genau. Also ihr habt euch ja dann gefragt, was ich da so schreibe, dass es so das nicht durchlässt, dass immer so kommt, eine Nachricht konnte nicht gesendet werden, bitte versuche es erneut. Das ist bei mir 10 Millionen Mal gekommen, es hat mich so aufgeregt mit der Zeit. Ja. Ich kann erstens schreiben, dass ich meinen Finger geklemmt habe. Das kannst du scheinbar nicht schreiben. Zweitens kannst du nicht schreiben, dass man nicht im besten Zustand ist. Das geht auch nicht. Und ja, es ist ein bisschen nervig. Aber das Gute ist, es hat kein Hämatom gegeben, wenigstens. Da bin ich schon mal froh drum. Doch säbelt die Regenbogenwelt, wo alles heilig und clean ist. Genau, eingeklemmte Finger und schlechte Zustände haben dort nichts zu suchen. Ähm, genau, ich weiß nicht wieso, dass man das nicht schreiben kann. Das gibt's doch nicht. Das soll es doch nicht geben. Ja, also im Spiel kann man sicher nicht den Finger einklemmen. Oder quetschen oder wie auch immer. Ja, aber meine Reaktion hat es bewiesen, dass während dem Jumping möglich ist. Dann habe ich noch meinen Ellbogen angeschlagen am Tisch. Das schaffe auch nur ich, während man Jump den Ellbogen anschlagen. Und ja. Und Rio ist Level 9. Yay. So. Glückwunsch zum Level Up, Tracy. Oh, das Irrlicht hole ich mir auch noch gerade. So. Dann ab zu den Druidenkoppeln würde ich mal sagen. Ah, der Grassland. Perfekt. Gut, dass du da bist. Ja, das wäre toll. Ich würde gerne absteigen. Spiel. Es ist so, darf ich absteigen? Ja, doch. Nicht alte andere. Wie meinst du das?
Oder nicht all die anderen, oder? So, gibt's noch irgendetwas zu machen? Geistlichter, perfekt. So, und schon ist es geschafft. Okay, hat es da nochmal irgendetwas, wo einfach und schneller geht? Sorry, dass die Nachricht irgendwie nicht durchgekommen. Okay. Also ich habe da auf Live-Chat und nicht Top-Chat, also äh, sollte rein theoretisch alles durchkommen. Okay, Will DLC. Will DLC, Will DLC, la 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 la. Ah, jetzt sehe ich die Nachricht. Aber hat die Alte nicht meinen SSO irgendwas mit und geschrieben? Nicht alle anderen. Aber hat die andere nicht meinen. Ähm, wann ist das gsi? Ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Okay, will das ist. Da bin in einem Stream mal. Ah, du meinst, die, was sich da so gefühlt hat, denn jemand anderes geschrieben hat, ja, du bist so reif für das Alter. Kennst du das? Oder etwas anderes? Na gut, ich bin sowieso komplett überfordert bei diesem Thema, also ja. Das war beim Silverglade Jumping genauso, als wir das Silberglätte Champignons gemacht haben am Schluss. Boah, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Also bei unserem letzten CT oder dort in Silverglade. Ich weiß ja ernsthaft nicht mehr. Hoppala, ja, einmal kreuz und quer. Perfekt. Das war schon ein wenig länger her. Okay, ja. Also ich kann es mega Siebhirn, also sind wir nicht böse, wenn ich mich mal an etwas nicht erinnern kann. Genau, ich kann mich nicht mal an einen Mathe-Test erinnern, den ich mal gemacht habe. Wo mich dann sogar der Lehrer darauf angesprochen hat und ich so, ich weiß gar nicht, dass ich den Test überhaupt gemacht habe. Genau, ich habe schon etwa die so Gedächtnisprobleme gehabt irgendwie. Ist Dori noch da? Dori? Hallo? Jemand da? Aber nicht zur Antwort kommt dann wahrscheinlich schon.
Hoppala. Schauen sie denn... Also im Spiel ist sie noch online, also... Ja, also Tor ist nicht da, okay. Aber es gibt da keinen Zwang zum Schreiben. Also fühlt euch einfach frei, jeder wie er möchte. Aber es ist vielleicht schwierig zu sagen, wie viele jetzt da sind, weil mir wird auf dem Handy nur ein Zuschauer angezeigt und auf dem PC null. Also ich habe jetzt scheinbar null Zuschauer, aber es sind ja beide da dabei. Also keine Ahnung, ob sonst noch jemand dabei ist. Okay. Bei meiner zeigt es eins an. Ja, auf meinem Handy ebenfalls. Und da bin ich im Stream drin. Aber bei mir da im Streaming-Fenster gleichzeitig Zuschauer gleich null. Ah, ich mag das nicht, wenn YouTube das nicht kann richtig anzeigen. Es ist mega nervig. Ich nehme das Handy überall mit und lade den Stream einfach nebenbei, sogar wenn ich etwas zum Naschen hol. Ich habe zuerst LOL gelesen und statt hol. Okay. Ähm, ja, solange du niemand anderes mitstörst, ist alles gut. Bloß macht die Lautstärke ein bisschen aber okay. Kann ich einmal das Mikrofon hineinschreien? Hoi Möbel von der Dori! Wahrscheinlich deprimierend auch. Ja, weil dann hast du das Gefühl, niemand schaut dazu und so und du bist wieder mal ganz allein. Wieso streame ich überhaupt, wenn eh niemand zuschaut? So, ja. So haben wir die auch. So, dann ab nach Firgrove. Zu meinem Lieblingsrennen unter anderem. Perfekt. Jetzt kann ich dir mal gut folgen. Ja, ich tue auch ab und zu ein bisschen warten. Wenn ich sehe, du bist gerade noch im Rennen oder so, dann warte ich. Ich gehe dann auch nicht allzu schnell, dass da wirklich jeder mitkommt, der mitreitet. Okay, ich glaube, jetzt ist die Anzeige wieder normal. Mit zwei gleichzeitigen Zuschauern. Also, theoretisch sollten es jetzt drei sein, aber. Habt ihr ein Halloween-Pferd gesehen? Die sind mega krass. Sehen mega krass aus, wenn es die sind. Was meinst du von den Spoiler? Gibt es inzwischen neue, die die ganz gezeigt werden, oder? Weil wenn ja, dann habe ich die noch nicht gesehen. Ja, okay. Nein, da habe ich keine Ahnung, wie die aussehen. Mir wird auch ein Zuschauer angezeigt. Ja, die Anzeige ist irgendwie komplett verpackt. Also nee, ich habe nur mal ein paar Bilder gesehen. Ah, okay. Ja, es gibt ja scheinbar die Schleife. Die eine Schleife,
wo es haben eine neue magische zeigen. Und es geht irgendwie so ein bisschen vampirmäßig aus oder so, finde ich mega schön. Und jetzt wieder 3. Ja, bei mir 2. Aber ist auch okay. Also der dritte bin übrigens ich. Ja. Also ich finde es toll, wenn ich weiß, wer da dabei ist, wer zu diesen 3 zählt. Vampir und Zombie. Ah, da der Frankenstein oder so. Ah, das wäre cool, ich weiß jetzt schon, wie ich das Ross nenne. Wenn das möglich ist. Das Zombie-Ross. Und der Vampir, wenn es irgendwie Dracula gibt oder so, das wäre mega cool. Und sonst irgendwie Pale, irgendwas mit Pale. Pale Moon oder Pale Night oder Pale... Keine Ahnung. Aber Vampire sind meine Lieblingsgestalten, also von den übernatürlichen Sachen. Und das wäre mega cool. Das Vampirpferd. Oh, wie toll. Aber es werden ja ein Selfhasse und ein Hannoveraner. Also da bin ich, also wenn das stimmt. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich stimmt. Ja. Ich hätte es Zombie-Pferd Tusk genannt. Ach, meint der Film, oder? Also ich weiß jetzt eben nicht, was Tusk bedeutet. Ich weiß nur, dass ein Film so heißt. Ähm, ja. Aber sicher passen. Und so stehen halt einfach Tusk mit dem D. Und nennst ihn dann einfach Tusk. Mein Gott, wie reite ich da jetzt wieder? Also mein Zombie-Pferd, je nachdem wie es dann aussehen wird eventuell irgendetwas mit Sally. Aber da weiß ich nicht, ob es den Namen gibt oder soll und ein Y oder keine Ahnung. Genau, ja, hallo? So, mal schauen, schaffe ich meine beste Zeit oder komme ich näher dran an? Bin ich gespannt. Das ist, glaube ich, nicht möglich, nur das, also du nennst das so, nur als Spitzname. Ja, obwohl Frank oder Frank auch cool wäre. Ja, also bei mir wird er Sally heißen. Oder irgendetwas ähnliches. Je nachdem, was halt möglich ist. Was hätten wir da, je nach Namensauswahl, Pale irgendetwas, Pale Moon und Sally. Würde es bei mir heißen. Okay, das wird nicht mit der besten Zeit. Schade. Gut, dann wieder zu der Starshine Ranch.
Hat echt lang Zahn für das Pferd. Als Spitzname auf jeden Fall. Vielleicht, also Tuf gibt es hinten oder zumindest vorne. Ja. Und Long weiß jetzt nicht, ob es das gibt, aber vielleicht irgendwie. Keine Ahnung, du musst auf jeden Fall ziemlich kreativ sein. Oder du nennst es einfach als Spitznamen und nennst es im Spiel ähnlich oder anders. Okay, weiter geht's. Genau, eventuell könnte ich, wenn beim Zombie-Ross Sally nicht geht, dann wird es halt einfach Pumpkin Queen. Dann hätte ich den Pumpkin King und Pumpkin Queen. Ja, das wäre richtig süß. Long gibt's nicht, aber tief geht. Okay. Nice. Good to know. Und wieder 10 Spieler XP. Perfekt. Oder Tuf, sorry, Haus verwechselt. Alles gut. Ja, Tooth, weiß ich, das geht, weil ich habe was, wo Tooth Fairy heisst, also Zahnfee. Genau. Habe auch noch kurz nachgeschaut. Long geht nicht. Okay. Ja, leider nicht. Aber kann ich einfach stehen, weil sonst kann man da irgendetwas Komisches draus machen, wahrscheinlich. Die einen Spielerin nennen ja den Drachenfrisser Toothless vom Film Ohne Zahn. Ja, mein heisst auch Toothless. Auch wegen dem Ohne Zahn. Ich finde den so herzig und darum musste ich den nach dem benennen. Genau. Du bist Level 24 und schaffst einfach nie deine Bestzeit. Ups, ja genau, genau. Gut gemacht, Rio. Gut. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber ich habe meinen schwarzen Drachen Jerry genannt. Jö, Jerry ist auch herzig. Nein, ich glaube, das hast du gar noch nicht gesagt.
Okay, dann Dinotal. Also im Übersetzen Kirsche. Ja, das heißt Cherry auf Deutsch. Aber es passt irgendwie ein bisschen. So ein ganz dunkles Kiesi. Dinotal. Nix dunkles Lagerplatz. Wo geht's nach dem Dinotal hin? Nach Südhof. So wie jedes Mal. Also wenn du willst, kannst du dort schon mal warten. Ich bin in ein paar Minuten dort. Also vom Kalten ins Warme. Genau. Also ab nach Südhof. Von der Aufrufe ist das mein schlechtester Stream bisher. Südhof, Südhof, Südhof. Südhof ab. Mein altes grünes Drachenpferd habe ich mal Ring genannt. Ja, das Herr der Ringe. Oh, das ist cool. Oder Ringlord oder irgend selbst wäre noch cool. Okay, Arbeitsrittweise. Let's go. Ich bin jemand, der oft ist sehr schlicht mag. Ja, ich finde so schlichte Namen, so kurze Namen mega toll. Weil wir einen viel grösser so Namen. Ups. Einmal das Fass mitgenommen. Nice.
Es ist wieder so typisch, ich denke so viel und rede einfach nicht. Ich sollte mehr reden und nicht und weniger denken. Okay, und das letzte. Wie viel gerade gar nichts ein zum Reden. Same. Und gestern ein Vorstellungsvideo geschnitten, muss aber noch Voice-Over aufnehmen. Cool, dann machst du auch YouTube, Dori. Fangst du auch damit an, oder? Also ich habe mal vor, ein Vorstellungsvideo 2.0 zu machen. Und mein altes ist, glaube ich, sogar noch auf Deutsch, von irgendwie 6 Monaten. Inzwischen haben sich einige Sachen geändert, also ja. Gut, dann ab zum Einsiedler. Ja, ich bin eher auf TikTok unterwegs, aber nicht so aktiv. Okay, spannend. TikTok ist jetzt leider gar nicht meins. Also ich habe da schon ein paar vereinzelte Sachen hochgeladen, aber mehr nicht. Meins auch nicht. Okay. Gut, da wären wir. Hey, irgendein Thema, wo man könnte drüber reden. Ah, TikTok ist eh toxisch. Würde ich auch nicht empfehlen, aber ich mache es einfach nur für mich und schaue Content an von den Leuten, die ich auch kenne. Ja, so kann man es auch machen. So ein bisschen für sich und so. Und ja. Sind das noch witzig, unsere beiden Charaktere sehen genau gleich aus, trotzdem strahlen sie irgendwie eine andere Aura aus. Das stimmt. Ich meine, wir haben eine andere Augenfarbe. Also meine sind, glaube ich, so braun-grün da im Spiel. Und deine müsst man nachschauen. Aber ja, das ist schon spannend. Irgendwie, obwohl wir gleich aussehen im Spiel, äh, so haben wir doch so unsere eigenen Dings. Eigentlich so wie du sagst. Oder bis du falsch schreibst. Gut, und einzelne Rennstrecke. Ich glaube, es sollte sogar fürs Level up langen.
Kreierendes Thema. Ich habe nicht grün-braune Augen. Wie cool. Darf ich ganz ehrlich sein, Raya? Ich auch. Also so, ja, eigentlich braun mit grünen Sprenkler. Nee, doch. Aber ich glaube, die Haarfarbe haben wir anders. Also, ich habe in echt keine roten Haare. Aber ich hätte es gerne. Ich würde gerne meine Haare mal orange färben, weil ich das super herzig finde. Ja. Okay, ab zu der Goldspurfarm. Ich habe nicht auch keine roten Haare. Okay. Ähm, jetzt sag nicht, dass du braune Haare hast. Goldspurfarm. Du kannst es sonst einfach Karma nennen. Ich sehe gerade eine vor mir, was hat. Okay, ja, ich kann auch so was Karma heisst. Ihr habt ein Gen 2 Lipizzaner oder so. Ich nenne jetzt Goldbraun oder Bronze. Ah, das sind richtig schön. Also bei mir ist es jetzt eher so braun. So, ja. Dann haben wir zumindest schon mal nicht die gleiche Haarfarbe. Das sind die Grüntal-Jumpy. Ach so, habe ich vorher nicht gewusst. Alles gut, man muss ja nicht alles wissen. Außer wenn man extrem Fan davon ist und man das als Spezialinteresse für bezeichnet, dann sollte man schon so einiges wissen. Ich denke, es wäre etwas Neues. Sie haben den neuen Namen reingebracht, das ist jetzt aber auch schon ein halbes Jahr seither oder so. Ähm, ja. Hast du kurze Haare? Nein, habe ich nicht. Meine sind normal lang, würde ich mal sagen. Also durchschnittslang etwa. Aber ich sollte wieder mal zum Coiffeur. Äh, let's go, Rio! Juhu. Ich möchte sowieso mal einen Short hochladen, wo ich meinen Charakter zeige, wie er sich verändert hat mit den Jahren. Ja, das wäre spannend. Also mein Charakter hat sich auch ziemlich verändert. Früher hatte ich da kurze blonde Haare. Ähm, also eigentlich relativ lang. Dann habe ich zu schulterlangen braunen Haaren gewechselt. Dann zu langen blonden, also braunblond. Und dann jetzt da die roten. Ja. Okay, dann mach mal das schwierige Jumpy-Rennen da unten.
bist du eigentlich auf die roten Haare gekommen? Ich habe die per Zufall entdeckt und habe es super, super cute gefunden. Und ja, also allgemein die Frisur finde ich mega toll, aber in Rot gefällt es mir irgendwie am besten. Hoppala, jetzt hat es gerade geleckt. Schaffe ich das Rennen im First Try? So, mal schauen, das ist ein richtig fieser Sprung. Gut, geschafft. Okay, nicht einmal Bestzeit, obwohl ich so gut durchgekommen bin. Okay, dann zu dem Kaffee rennen oder rennen bei dem Kaffee. Los, du schaffst das. Danke, Raya. Und ich habe es tatsächlich im First Try geschafft. Gut. Wie viel Licht habe ich? Oh, schon wieder 5000. Cool. Okay. Raya mit dem Champignon. Das ist ja gut. Na, wie geht's? Hallo Alex, schön, dass du da bist. Mir geht's sehr gut. Und dir? Kommen jetzt die Nachrichten an? Scheinbar nicht. Ähm, also während dem Stream habe ich keine einzige Benachrichtigung bekommen. Leider. Ich weiß auch nicht warum, es ist so weird. Ah, traurig. Oh, wieso? Urlaub geht zu Ende. Ach so, darum. Ja, jeder Urlaub endet irgendwann mal. Leider. Aber ja, hoffentlich konntest du ihn genießen und ja. Und naja, kommen wieder live. Das ist doch schön. Okay. Gut, und weiter geht's. Oh mein Gott, ich traue mich etwas nicht zu sagen, obwohl ich eine Frage hätte. Ihr sind so blöd. Ob aber mich nach dem letzten Video jemand noch schauen möchte? Bestimmt. Also, dein letztes Video war jetzt mehr Aufklärung, so wie es alle anderen auch gemacht haben.
Und ja, also ich fand es gut. Okay, soll ich es jetzt einfach sagen oder nicht? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, aber ich bin weitergegangen. Okay, wie meinst du das genau? Sag, wie du willst, okay. Ähm, übrigens, Alex, ich wollte dir noch fragen, kann es sein, dass du ein Xperia hast? Ist das möglich? Wenn ja, dann, oder ich meine, wenn nein, dann habe ich mich getäuscht und wenn ja, dann genau. Habt ihr auch gegen Vorurteile und so weiter gesprochen? Ja, stimmt. Da die meisten einfach nur über Männer erzählt haben. Und ja, also keiner sonst anspricht. Genau. Das hast du auch im Video gesagt. Okay, dieses Springreitwettbewerb. Was hab ich? Ähm, dein Handy, was hast du für eins? Weil eventuell habe ich eins sehr ähnliches. Ja, was? Ähm, was? Ach so, S24, gut. Ah, okay, nein, dann lag ich mit meiner Vermutung falsch. Weil das ein spezielles Format auf YouTube gehabt, das ziemlich schmal war. Ja, deshalb dachte ich, es könnte sein, dass du ein bestimmtes Handy hast, aber in diesem Fall nicht. Okay, aber ich habe gefragt. Ich habe mich getraut. Okay. Willkommen für das Jachlaheim-Café. Nope. Ich musste es komprimieren. Ah, okay, ja, das erklärt's. Upela, genau. Genau, Rio. Genau. Weil für das ägyptische Netz waren fast schon 10 GB Hochladen zu viel. Was ist heute los? Ja, ja, 10 Gigabyte ist schon recht viel. Das hätte bestimmt irgendwie einen Tag gedauert oder so, oder? Was meinst du mit sag, wie du willst? Okay, ich weiß, was Dreier damit gemeint hat. Und ja. Ja, 5 Stunden hätte es hochgeladen. 5 Stunden? Das ist schon ziemlich lang. Ja, ich habe nicht. Ja, ich habe was auf Schweizerdeutsch gesagt, was du vermutlich nicht verstanden hast. Nämlich wegen der Frage, wegen dem Handy, habe ich mich nicht getraut zu fragen. Ja. Aber hey, ich hab's gesagt. Jetzt ist's raus. Übrigens, was ich noch nicht gesagt habe, hi an alle. Hallo zurück. Ist doch kein Geheimnis. Ja, also ich könnte jetzt auch sagen, was für ein Handy das ich habe.
Mich stört das nicht. Nur die Farbe sage ich nicht, weil die ziemlich auffällig ist. Also, man könnte mich damit leicht identifizieren und deshalb sage ich das nicht. Also, wenn man mich mal mit meinem Handy sieht, dann weiß man sofort, dass das ich bin. Nicht die Nummer. Nein, nein, die Farbe. Die Farbe von meinem Handy hat nicht jeder. Ja. Nur das Modell. Ja, das ist klar. Ähm, also ich würde jetzt nicht meine, wie heißt es, E-Mail oder IMEI-Nummer oder sowas. Die würde ich jetzt auch nicht in die Öffentlichkeit geben. Nummer im Netz verraten, böse nicht machen. Genau, Leute, ähm, alles, was euch irgendwie identifizieren könnte, einfach nicht verraten. Du kommst doch aus Zürich, oder? Kanton Zürich. Kanton Zürich, ja. Ich kann mega Zürich schnurren. So, Wettbewerb. Ich mache noch schnell mein zweites Cookie auf, dafür tue ich mich schnell muten. So, da bin ich wieder. Und einen gemeinsamen Moment. Wohnort im Netz verraten, böse nicht machen. Unsere Kantone sind groß. Also zum Beispiel, Fabi sagt ja genau seine Stadt, wo er wohnt. Das finde ich auch nicht so. Ist etwas riskant. Aber es gibt so viele Zürcher, also ja, ich glaube, Kanton Zürich ist der, oder zumindest, ja, Kanton Zürich, ich glaube, da wohnen die meisten Schweizer von allen Kantonen, glaube ich. Also da mich unter keine Ahnung wie vielen Tausenden herauszufinden, wäre nicht so einfach. Trotzdem, ja. Also zum Beispiel, ich weiß auch, aus welchem Bundesland das so ins Pferdewelt kommt, das hat es auch mal gesagt. Und ein Bundesland in Deutschland ist ja wie ein Kanton in der Schweiz, also ja. So, okay, dann zum Mark, oder wie der schon wieder heißt. Aber nichts Näheres. Das ist klar. Ich würde jetzt auch nicht meine Stadt nennen, um Himmels Willen. Übrigens finde ich dein Outfit geil. Danke, Raya. Ich finde es auch mega toll. Ich weiß, was ist das für eins? Majestätische Rebellin. Von wo habe ich das? Ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich vom Western Camp. Wahrscheinlich ist es eines von diesen neuen Sets gewesen. In der Schweiz kannst du eh nichts verheimlichen, man merkt es meist schnell am Dialekt. Genau, vor allem wenn man so eine Zürich-Schnur hat wie ich. Ähm, ja. Vom Springreiten-Event. Ah, vom Dings. Von dem Event im Frühling. Ein Wunder, dass heute eine Person nicht bei ihrem Stream ist. Ha. Wie meinst du das, Alex? Wer denn? Ah, meinst du die mit C beginnt? Das bin ich einfach nur der Kanton, aber genau das Dorfstadt würde ich jetzt auch nicht sagen. Genau, das sollte man auch nicht. Weder PLZ noch Anfangsbuchstabe der Stadt noch sonst was.
einfach sein lassen. Genau. Genau die. Okay, ja, dann meinen wir dasselbe. Ja, es war heute tatsächlich nicht in meinem Stream. Aber ehrlich gesagt vermisse ich es auch nicht wirklich. Wohl doch, es war kurz da, glaube ich. Ist es eigentlich schlimm, wenn man nur den Vornamen im Internet preisgibt? Nicht unbedingt. Also, meiner ist auch öffentlich, also zumindest mein Spitzname. Und der ist an meinen echten Namen angelehnt, also, ja. Kann ja zum Beispiel, einige haben es auch ganz offensichtlich, zum Beispiel Domtindo hat ja seinen Namen in seinem Dings drin, oder so ganz große YouTuber geben auch ihre echten Namen preis. Sogar voll. Zum Beispiel kennt jemand von euch Jacksepticeye? Er hat seinen vollen Namen gelegt. Also man weiß Vorname, zweiter Vorname und Nachname weiß man von ihm. Oder zum Beispiel Fabio hat auch seinen echten Namen preisgegeben, inklusive Nachname. Aber das würde ich jetzt nie machen. Einen vollen Namen preisgeben. Also ich habe meinen Spitznamen auch öffentlich, Dori, und der rechte Doris ist jetzt auch kein Geheimnis. Ja, also der Vorname finde ich jetzt nicht allzu schlimm, solange es kein sehr spezieller ist, den man nirgendwo findet. Weil dann kann man das vielleicht einfach herausfinden. Heißt geliked, etwas raussprechen. Etwas? Heißt geliked, etwas raussprechen. Raya, kannst du das vielleicht nochmal schreiben? Ich verstehe es irgendwie nicht. Ich würde sagen, solange es wirklich nur der Vorname ist und gar nichts weiteres geht es noch. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel mehrere Vornamen und ich sage jetzt nicht einmal mein erster voller Nachname, weil ich mag den nicht mal, also ich spreche ihn überhaupt nicht gerne aus. Deshalb kürze ich ihn einfach ab, also ja. Okay, dann ab zu den vergessenen Feldern. Aber ansonsten nix. Ja, am besten einfach weder zwei. Also, wenn ihr mehrere Vornamen habt, besser einfach nicht einmal den ersten. Also, doch schon, aber vielleicht als Spitzname oder so. Aber am besten die anderen Vornamen einfach nicht sagen, weil sonst wird es auch einfach euch zu finden. Nachname erst recht nicht. Genau. Also, vergessene Felder, Idees. Ups. Die drei ist ja gerade stehen geblieben. Die vergessenen Felder sind's. Also man verdient großes Geld im Internet. Ja, ich kenne mich da zu wenig aus, aber ja, selbst dann würde ich meinen Namen nicht leaken. Gott sei Dank haben meine Eltern mir einen zweiten Namen gegeben. Das ist jetzt mein Künstlername. Ja, why not? Dann fällt man unter die Impressumspflicht. Okay, das heißt, man muss seinen Namen preisgeben. Das erklärt, warum die großen YouTuber alle ihren Namen öffentlich haben. Zum Beispiel Jacksepticeye, Tamtindo, Fabi und so. Ja, genau. Ja. Ich wäre so gerne einfach viel lockerer. Zum Beispiel einfach so was rausballern. Zum Beispiel, hey, ich bin jetzt endlich wieder genau. Level 24. Und ja.
Das Telemediengesetz. Okay, das sagt mir leider gar nichts. Ich habe keine Ahnung von Gesetzen und so, leider. Ja, einmal Gesangskurs mit Gabi. Lelelelele. So. Aber Adresse muss nur ladungsfähig sein, also kann es doch eine andere geben. Okay, dann ja, ist das vielleicht schlauer als die Wohnadresse oder Arbeitsadresse oder was auch immer zu nennen. Und Reihe gibt auch das Lied Lili 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 Lili. Ups. Wo reite ich jetzt wieder durch? Lili 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 Lili. Okay. Gesangsunterricht mit Gabi und Raya. Leli, 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 Leli. Oh je. Raya, ist das ein Käse-Emoji oder ein Mond-Emoji? Und jetzt ich. Lololololololo. Okay, Gesangsunterricht mit Raya, Dori und Gabi. Oder einfach mit den Stormrunners. Ähm, Loleli, 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 Loleli. Cool, macht Spaß hier in deinen Streams. Danke, Alex. Ja, ich versuche einfach ich selbst zu sein, was aber manchmal nicht immer so einfach ist. Mich vertippt soll ein Mond sein. Ja, wenn ich genau hinschaue, kenne ich den Mond, aber so von weitem ist es einfach ein beiger Kreis mit ein bisschen Textur drin. Okay, Mittelalterplatz, let's go. Ich glaube nicht, dass andere Streamer Gesangsunterricht nehmen. Also machen. Singunterricht mit den Stormrunners. Genau. Loleli, Loleli. Du hast Schweizerdeutsch, ja. Hab doch gesagt, wirst berühmt. Ja, genau. Lori kommt schon immer im richtigen Moment. Genau. Ah ja, ihr seid die Besten. Na gut, aktuell bin ich die Einzige, die schweizerdeutschen SSO-Content macht. Und für das, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals irgendwie 64 Abonnenten haben werde oder 65, je nachdem, ob die andere Person mich wieder verlässt. Ja. Übrigens, man versteht dich größtenteils gut, das jetzt mal wirklich. Okay, cool. Also, dann kann ich auch Schweizerdeutsch reden. Ich habe jetzt vorher extra Deutsch geredet, damit mich auch wirklich jeder versteht. Genau. 65. Okay, dann ist diese andere Person noch nicht weg. Aber ich glaube, es ist einfach nur eine Frage der Zeit. Der Schweizer Pass wartet schon auf dich, Alex, wenn du alles 100% verstehst. Genau. Also wenn du das verstehst, wo ich da rede, dann haltet dich nicht dran, um zu uns in die Schweiz einbürgert zu werden. Du erwartest ein Diabo. Ähm, ja, das ist so ein Move von denen, die nur Shorts schauen. Die erwarten, dass man entweder dann nur so Content macht und wenn man dann zum Beispiel, also ich habe ja von meinem Aibo, also von meinem Hund ein Video hochgeladen, da habe ich 2 Abos bekommen. Der andere ist wieder gegangen, weil ich eigentlich so Content und nicht Hunde
Content machen. Und darum erwarte ich jetzt, dass die andere Person Ich habe einen deutschen SSO-Short aufgeladen. Und wenn die Person sieht, dass ich Schweizerdeutsch rede, wird die sehr wahrscheinlich wieder gehen. Also ich kann sagen, die Schweiz ist ganz sicher schön von ihrer Landschaft und so. Ja, mega schön. Also Alex, wenn du mal Lust hast, in ein schönes Land zu kommen, komm zu uns. Komm zu uns in die Schweiz. Oh, genau. Ich hoffe, es war verständlich gewesen. Ja. Aber bei Leuten, die einem wegen einem Short abonnieren, verlieren einem meistens wieder, wenn sie den restlichen Content sehen. So ist das leider. Wenn ich genug von unserer Politik habe. Okay. Wird vielleicht bald der Fall sein. Ich weiß es nicht, wie es bei euch in Deutschland läuft mit der Politik. Genau. Shorts sind kurzlebig. Ja. Darum heißt es so Shorts. Wahrscheinlich. Ist halt so. Ja. Ich verstehe einfach nicht, wieso tut man jemanden wegen einem einzelnen Short abonnieren. Und dann wieder deabonnieren, weil einem der Rest nicht gefällt. Ich habe die Schweiz eigentlich nicht so gerne gehabt, früher, heute aber ich sie lieb. Same Reihe. Früher habe ich die Schweiz auch nicht wirklich mögen, weil sie halt einfach langweilig ist. Aber hey, kriegst bei uns mehr Money, abgesehen vom Lohn. Ja, also ich sage jetzt nicht, wie viel ich bekomme. Also ich bin ja IV-Rentnerin, aber ich kann damit sehr gut leben. Und ja, die Miete kann ich auch problemlos zahlen. Ja, ich hatte nie was gegen unsere Nachbarn. Oh, das ist nett, Alex. Hahaha. Okay. Bürgergeld. Leute, ich brauche schnell eure Hilfe. Wie sagt man IV-Rente auf Deutsch? Also Invalidengeld. Das ist doch schön. Zusätzlich zum Lohn. Wie kann man die IV-Rente in Deutschland vergleichen? Das Bürgergeld wäre ja bei uns das Sozialhilfe, aber das ist es ja nicht. Also ich kann ja nicht arbeiten, ich habe es schon mehrmals versucht. Und ja. Bin jedes Mal gescheitert. Schweiz, Deutschland, Österreich und ist das Luxemburg? Nein, Luxemburg. Quatsch, Liechtenstein. Gleich. Ja. Beste Freundschaften ever. Für viersprachige Länder. Nein, warte, viersprachige. Nein. 4 gleichsprachige Länder. Oh, das tut mir leid. Alles gut, Alex. Ja, es ist nicht so lustig. Aber hey. Ja, wenn andere gehen geschafft, soll ich einfach mit einem anderen Preis sozusagen. Und ja. Okay, dann Dall. Ist jetzt an der Reihe. 130 Millionen, die Deutsch sprechen. So viel. Okay, dann Dall. Ich nehme immer die falsche Cola-Dose. Ich werde immer die da rechts nicht, dabei ist die vor mir voll. Okay. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes bei dir. Auf jeden Fall, es tut schon beeinträchtigen. Also ist jetzt kein Zuckerschlecken. Also es ist rein psychisch zum Glück, also nicht körperlich. Körperlich bin ich topfit. In Ausnahme von meiner Kondition. Genau.
Also ich habe ja eine etwas gröbere psychische Erkrankung, die jetzt aber bei mir zum Glück noch mild ist, bei anderen ist die viel, viel schlimmer. Und ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Also bis jetzt eigentlich relativ gut. Und vielleicht, aber nur vielleicht, habe ich auch noch eine Entwicklungsstörung. Aber die will ich noch abklären, bevor ich sage, ja, ich habe sie. Oder nein, ich habe sie nicht. Wenn du magst, kannst du immer schreiben, als wenn du reden magst. Danke, Alex. Ich nehme dich beim Wort. Also ich habe 3 Diagnosen betreffend psychische Erkrankungen. Und ja, 2 davon sind es nicht so schlimm, dass ihr das wisst. Und die dritte möchte ich nicht sagen. Das ist eine Entwicklungsstörung. Wenn man sich anders entwickelt als jetzt normale Menschen, sagen wir es so. Ich glaube, Dori kann es dir ein bisschen besser erklären. Weil, ja. Weil es ist mit so etwas diagnostiziert, ich eben noch nicht oder kann es gar nicht. Je nachdem, was die Abklärung sagt. Genau. Also zum Beispiel sprachverzögert, also wenn man später anfängt zu reden. Oder allgemein entwicklungsverzögert. So Sachen. Also was auch noch ist, ich bin hochsensibel. Aber ich glaube, das wissen inzwischen alle. Ja, ich glaube, ich verstehe es. Ich bin selbst in Entwicklung auch manchmal oft ein wenig hinterher. Okay, dann kannst du es vielleicht mal abklären, wenn du noch weitere Sachen hast, wie zum Beispiel Lärmempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit. Und ja, genau, der Alex erklärt es da gerade nochmal. Entwicklungsstörung ist eine Beeinträchtigung der geistigen oder körperlichen Entwicklung, der man sich nicht altersgemäß entwickelt. Genau. Eben darunter zählt zum Beispiel Autismus oder Asperger, aber es gehört auch zu Autismus. Und ich weiß nicht, was das sonst noch gibt. Genau, also ich glaube, Autismus ist eine Entwicklungsstörung, weil es ist nicht psychisch, es ist neurologisch oder so, vermute ich mal. Also ich weiß da nicht so viel darüber. Und ja. Weil ich habe, ja. Weil ich habe erst, danke Gabriel und Alex, gerne Raya. Wir sind da, um alles ein bisschen erklären und so und zum ein bisschen helfen, wenn jemand etwas nicht versteht. Ja, also ich habe erstens eine Mathe-Schwäche. Zweitens habe ich sehr, sehr spät angefangen zu sprechen. Und ich hatte sehr, sehr viele Wutanfälle als Kind. Was auch für sensorische Überlastung oder so darauf hindeutet. Oder wie man dem sagen kann. Ja, und Trio ist Level 11. Hey, bin in der Medizin tätig. Ah, super, Alex. Darfst du auch Diagnosen stellen? Aber was wenigstens gut zu wissen ist, ich habe keine Hypochondrie. Obwohl ich lange gedacht habe, dass ich das habe. Also ich kann die Diagnose Hypochondrie gar nicht erst bekommen. Weil ich allein schon das erste Kriterium nicht erfülle. Und ja. Ich habe Dyskalkulie. Mathe-Schwäche. Ist das Mathe-Schwäche? Weil ich glaube, Kalkulie hat mit Mathematik zu tun. Und das ist ja anti irgendetwas. Oder so. Oder Dyskalkulie. Ich glaube, das ist der Fachbegriff für Mathe-Schwäche. Genau, dann haben wir das gleiche Reihe.
Ich habe eine nachgewiesene bei mir sind nachgewiesen worden, dass ich die habe. Und scheinbar, ich habe genau. Mathe-Schwäche, naja, Mathe braucht man nicht überall im Leben. Ja, zum Glück. Ähm, genau, ich habe mal einen IQ-Test gemacht, aber ich bin nicht in, im besten Zustand gewesen, wo ich den gemacht habe. Und dort ist einfach 82 rausgekommen und ich so, ups. Also ist meine IQ wahrscheinlich grob gesagt zwischen 80 und 90. Also nicht gerade ziemlich hoch. Und das würde einiges erklären. Ich bin allgemein nicht gerade die intelligenteste Person, also ja. Aber ich meine, ich habe den IQ-Test unter den schlechtesten Bedingungen gemacht, die man überhaupt machen kann. Also, jetzt wird es spannend. Also bei mir ist es so, dass ich zahlenbegeistert bin und kann mir gut Datumstermine merken und Autonummer kennzeichnen. Aber in Mathe bin ich jetzt auch nicht top. Ja, also Daten kann ich mir auch sehr gut merken, aber bei Autonummern oder Telefonnummern außer meine eigene bin ich raus. Außer Hohlmaßen kann ich, weil ich in der Hauswirtschaft ja Waschmittel USB dosieren muss, aber sonst nie. Okay. Ich hatte aber auch Deutsch Nachhilfe, besser gesagt Logistik. Logistik? Okay, ich kenne mich ziemlich gut aus in der Logistik, also, ja. Wenn du Fragen hast über Logistik, einfach immer her damit. Sind wir uns einig, Mathe ist nicht gut. Yep, Alex, wir sind uns einig. Ich hatte mal einen Mathe-Test geschrieben, das war eine A4-Seite. Ähm, und dort habe ich irgendwie nur die allererste Aufgabe geschrieben, also gelöst und die war sogar noch falsch. Und dann habe ich einfach einen fast leeren Prüfung abgegeben. Und dann hat mich mein Lehrer darauf angesprochen und ich so, ich habe den gar nicht geschrieben, ich kann mich nicht an diesen Test erinnern, obwohl ich ihn trotzdem geschrieben habe. Ich kann maximal 2 mal 1. Okay, was ist 7 mal 8, Dori? Was ist 7 mal 8? U-Logistik ist cool, dass man was es auch macht beruflich. Ich habe das sogar gelernt, Dori. Ich bin gelernte Logistikerin. Ich glaube, es ist nicht Logistik. Ich weiß einfach nicht mehr in was mit L. Logik vielleicht, aber ich weiß es nicht mehr. Hier bis auf Kreuzworträtsel. 7 mal 8 ist 56. 56, 64. Nein, 64. Auf was bezogen bin, sagt nicht, dass mich der andere plötzlich deabonniert hat. Während dem Live deabonnieren, das ist ja richtig lieb. 87 ist 56, genau. Ich kann mir das so extrem gut merken, weil das gibt es in einem Hörspiel. Vielleicht kennt jemand von euch Jim Knopf. Und ja. Und da gibt es so ein Dings. So eine Frage, was ist 7 mal 8 oder 8 mal 7 oder ich weiß nicht mehr, wie sie es gestellt hat. Und dann hat der Charakter so gesagt, 7 mal 8 ist 56. Und ich kann mir das so gut merken durch das. Richtig aufgepasst. Ach, schade. Aber hey, ich habe ja gesagt, ich erwarte das Abo, also wundert es mich jetzt eigentlich nicht. Also wundert es mich nicht, dass mich jetzt gerade jemand deabonniert hat. Das dürfte diese aus dem Short oder der aus dem Short gewesen sein. Weil ich entweder nicht den richtigen Content mache oder die einfach kein Schweizerdeutsch versteht. Ich mag die 9er Reihe, die fand ich am einfachsten. Also, ich war am besten in der 7er Reihe. Da habe ich meinen ersten Sechser geschrieben. Also für Alex meinen ersten Einer. Matheunterricht mit Gabi. Genau! Immer noch 65. Okay, okay. Gut, dann bin ich erleichtert, aber früher oder später wird diese Person meine Community wahrscheinlich verlassen. Okay, Redwood Point.
Ich finde die 8 sehr schwer. Ja, da habe ich auch ein bisschen Mühe. Genau, die 5 finde ich auch ganz einfach. 15, 15, 20 und so weiter. Ich werde es nicht mehr los. Danke, Alex, das freut mich sehr. Und ich will dich nicht loswerden, also. So Leute, jetzt kommt Allgemeinbildungsunterricht. Wir nehmen heute meine Lieblingsmarke durch. Ich wäre eine gute Lehrerin, oder? Ironisch gemeint. Gegenfrage, wie viel Milliliter sind 2 Liter? 2000? 2000 Milliliter. Schätze ich einmal. Sony, ja, let's go! Ich vermute mal. Ich möchte jetzt wissen, ob diese 2000 Milliliter wirklich 2 Liter sind. Und ich erlaube mir auch für Kassel und Raya zu sprechen, dass du sie auch nicht los wirst. Oh, das ist so lieb. Ihr seid einfach die beste Community. Na, also Allgemeinbildungsunterricht, wann wurde Sony gegründet? Ohne googeln. Ich weiß es auf den Tag genau. Die Frage ist, ob ihr das auch wisst. Sagt Alex. Ah, danke, Dori. Es macht gerade so Spaß mit euch. Echt. Was wurde gegründet? Wann wurde Sony gegründet? Auf den Tag genau. Ohne nachschauen. 1966, keine Ahnung, nur gerade. Nein. 1966 stimmt nicht. Ach so. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja gut, es muss nicht jeder wissen. 5. Juli 1978. Nope. Okay, noch einmal raten, dann löse ich es auf. Mit eurer Geschichte kenne ich mich nicht gut genug aus, sorry. Alles gut, Alex. Okay, soll ich es auflösen? Die große Auflösung, Trommelwirbel. Ich warte noch auf eure Antworten, falls da noch was kommt. Da muss jemand anders antworten. Okay, Alex ist schon mal raus bei diesem Thema. Vielleicht besser die nächste Frage, die ich schon vorbereitet habe. Also vorbereitet. Ich meine, im Kopf habe. Hat noch Sony auch Autos hergestellt. Sie sind dran. Erstens haben sie ein eigenes Auto, den Vision S. Der kommt, keine Ahnung wann. Und dann zusammen mit Honda haben sie sich zusammengetan und ich weiß aber nicht mehr, wie dieses Auto heißt. Und der kommt im 2027 raus. Und wird, glaube ich, 89.000 Euro kosten. Also nicht gerade billig. Aber warte, Sony? Ja, Sony. Ja, alles auf. Nein, Dori, das stimmt auch nicht. 7. Mai 1946. Am 7. Mai 1946 wurde Sony gegründet. Ja, Sony die Marke. Sony beste. Haha. Genau, ich könnte noch so viele andere Fakten rausballern, wenn ihr wollt.
Okay, nächste Frage. Die ist jetzt aufgelöst. Nicht ganz. Wie nicht 7. Mai 1946? Oder hast du gerade kurz eine KI gefragt und die hat einfach was anderes rausgespuckt? 1946, eben hab ich gerade gesagt. 7. Mai 1946. Ich habe im Mai Geburtstag. Cool. Wurde der Vorläufer von Sony gegründet. Ja, die gleiche Firma, die haben sich dann 1958 auf Sony umbenannt. Ähm, irgendetwas Tokyoter Kommunikationsunternehmen oder so hießen sie, also einfach auf Japanisch. Ja, aber mit einem japanischen Namen, genau. Also ich weiß nur den übersetzten Namen, aber den richtigen Namen kann ich mir nicht merken. Oder noch nicht. Sagen wir so. Nein, nicht mal. Okay, Raya, sag jetzt nicht, dass du am 26. Mai oder 7. Mai Geburtstag hast. Als ich den Hund nachgeschaut habe, habe ich gedacht, so wäre Hundename des Roboters. Oh, das wäre auch süß. Nein, mein Hund heißt Akio. Unter anderem benannt nach dem einen Gründer, Akio Morita, und einem Anime-Charakter, der auch Akio heißt. In den 50ern haben sie sich dann in Sony umbenannt. Genau, 1958, um genau zu sein. Als sie in den weltweiten Markt eingestiegen sind. Okay, spannend. 1958. Ich weiß, was Sony bedeutet. Also wie sie auf das gekommen sind. Kann man ein Pferd Sony nennen? Leider nicht, aber man kann Crim Sony machen. Da hat wenigstens Sony im Namen. Walkman und so weiter. Yep. Walkman in den 1970er Jahren, dann PlayStation 1994, Iber 1999 und ja, PlayStation 1994, die erste PlayStation. Habt ihr gewusst, dass Unsicherldorf, dass eigentlich die PlayStation nur per Zufall entstanden ist und Sony wollte zusammen mit Nintendo wollten sie irgendwas mit einem Laufwerk machen und dann ist irgendwie die PlayStation daraus entstanden. Also dann ohne Nintendo. Die haben sich dann irgendwie wieder getrennt oder so. Bitte korrigiert mich, wenn das nicht stimmt. Aber ja. Und so entstand dann irgendwie die PlayStation. Okay, ich weiß doch mehr, als ich dachte. Ich habe noch nie mit einem Controller gespielt. Da verpasst du nichts, Raya. Die PlayStation ist durch einen Streit mit Nintendo entstanden. Ah, ein Streit war's, okay. Das ist vielleicht der Grund, warum ich unbewusst Nintendo nie mochte. Ich bin sowieso immer auf der Seite von Sony, also gut zu wissen. Yep. Archäologie. Der berühmte Satz vom damaligen CEO von Sony, 299. 299. Okay, kannst du das genauer erklären, Alex? Doch schon bald 22:30 Uhr. Wow. Letztes Mal, als ich auf die Tour geschaut habe, war doch erst noch halb 10 Uhr. Ah, okay. Genau, also ich bin mein Wissen noch am Aufbauen. Also ich weiß noch nicht alles und noch nicht so viel. Aber hey, es ist dran. Es ist am Wachsen. Und dank Alex lerne ich jetzt immer noch was Neues dazu. Das finde ich super. Und ja. Okay.
Und dann gehe ich noch schnell zu diesen Archäologie-Spots. Zumindest habe ich einen gesehen da weiter hinten. Dachte da auch. Oh ja, perfekt. Der ist auch aktiv. So. Oh Gott, kennt ihr das noch, wenn ihr in der Schule wart und wenn man langsam müde wird und der Kopf schwer wird, dann braucht man immer auf die Schulbank. Okay. Ähm, nein, ich glaube, das habe ich noch nie gehabt, Raya. Bei der Vorstellung der PlayStation in den USA konkurrierte die PS1 mit Sega. Was ein Rennen, genau. Nein, zuerst New Hillcrest. New Hillcrest Rennen. Okay, geht's weiter, Alex, oder war das schon der Fakt? Aber krass, warum weißt du so viel über Sony? Mehr als ich, meine Güte. Nicht braucht, knallt. Was? Ah, dann knallt man immer auf die Schulbank. Nein, Raya, das ist mir noch nie passiert, zum Glück. Aber ich bin schon mal fast im Sitzen eingeschlafen. Das habe ich schon mal fast geschafft. Liegt jetzt noch irgendwo etwas? Irgendein Spot? Zwei Sony-Experten hier. Okay, und als der CEO von Sony auf die Bühne gerufen wurde, hat er den wohl berühmtesten Satz unter Gamern gegeben. 220, 299 auf Englisch. Also 299 oder 299? Ich muss mir das merken. Moment. Sorry, dass ich das jetzt mache, aber ich muss mir das merken. So. Okay, da bist noch ein Spot. Ein besonders interessanter Fundplatz. Perfekt. Es war auf den Preis der PlayStation bezogen, weil sie $100 billiger war als Sega. Oh, okay. Was ist das? Wertvoller Gegenstand. Zinnsoldat. Cool. Okay, aber Alex, jetzt Real Talk. Warum weißt du so viel über Sony? Okay, jetzt New Hillcrest. Sein Rennen dort. Bin ich da richtig? Moment. Ich muss zum Mondsicheldorf, also dahinter. Okay, ich bin komplett falsch. Oh je. Schaffe ich nicht, oder? Hat er 299. Okay, 299. Gut. Muss ich das schnell. So. Kann es dir mal schicken, wenn du dich dafür interessierst. Sehr gerne, Alex. Mich interessiert das sehr. Weil ich will alles über Sony wissen. Ich will und ich muss. Nein, ich will. So, jetzt habe ich den Weg gefunden. Yay. Wer ich so viel weiß, naja, ich bin mit der PlayStation aufgewachsen und groß geworden. Wie cool. Ich durfte nie eine haben. Und mein Bruder auch nicht. Wir hatten immer eine Wii. So, sprich Nintendo. Na gut, über die PlayStation weiß ich jetzt wirklich nicht so viel, aber dafür weiß ich zum Beispiel was Bravia bedeutet. Von PS1, die ich von meinen Eltern geerbt habe, bis zur PS5 jetzt. Krass. Also wirklich, wirklich jede Generation hast du von der PlayStation.
So ist Leben. Du sagst eine Story. So ist Liebe, so ist Leben. Was bedeutet Bravia? Bravia. Jupp, wie, du weißt das auch. Lass mich das zuerst sagen. Also Bravia, also spricht Fernseher, ist nämlich eine Abkürzung von eigentlich Eigenlob. So verstehe ich es zumindest. Soll ich es aufklären, was Bravia bedeutet? Weil ich kann es gerade direkt aus dem Gedächtnis rausspucken. Ja, okay. Bravia bedeutet Best Resolution Audiovisual Integrated Architecture. Best Resolution Audiovisual Integrated. Genau, ja. Das stimmt. Also eigentlich das Zusammenspiel zwischen Bild, Ton und Best einfach Eigenlob. Naja, ich habe noch einen Röhrenfernseher auf dem Dachboden. Krass. Na gut, das meiste, was meine Eltern noch haben von altem Zeugs, ist abgeschrottet oder verkauft. Und ja. Oha. Genau. Ja. Was weiß ich denn sonst noch so? Wir haben auch noch so einen ganz kleinen Fernseher mit einem winzig kleinen Bildschirm. Och jö. Na gut, mit Fernseher kenne ich mich jetzt allgemein nicht so aus, außer bei den Bravia. Ja, meine Eltern haben einen Bravia, ich habe einen Bravia und was mein Bruder hat, keine Ahnung. Upala, ja genau. Am Ende noch komplett verkacken, nice. So. Ja, ich will mal einen Stream jetzt nur ähm, sag noch, dass du einen Nipkow. Sag doch, dass du einen Nipkow-Fernseher hast. Wie meinst du? Also, ich weiß, dass Nippon Japan bedeutet, aber Nipko, keine Ahnung, was das ist. Also, Everwinfelder, let's go, Hasenrennen. Die Everwinfelder. Hasenrennen, here I come. So. Moment. Dafür, dass wir noch einen ganz kleinen Fernseher haben, haben wir einen Fernseher von Samsung, der ziemlich groß ist. Nice. Der wir sogar geschenkt bekommen haben. Cool. Aber Samsung kommt bei mir nicht ins Haus. Was ich vorhin sagen wollte, ich will mal einen ganzen Stream lang nur Sony widmen. Also, dass ich die ganze Zeit wirklich nur über Sony oder Züge oder so allgemein meine Interessen rede. Und ja, die Nipkow-Scheibe war eines der ersten Fernsehgeräte. Okay, spannend. Okay, jetzt habe ich kein Rennen mehr, aber ich möchte unbedingt weiter plaudern mit euch.
Genau. Ja, meine Levelroute ist fertig. Vielleicht noch ein paar Jumps oder so, wenn ihr dabei wäret. Genau. Wollen wir Jumps machen? Gern, aber dann tue ich noch mein Ross wechseln. Dann schreibe ich mit, ich glaube, 24 einzelne Bilder beim Drehen zu einem Film zusammengesetzt wurden. Ah, okay. So was wie Dias oder irgendwie so. Okay, Prego, ich brauch dich. Prego, Prego, Prego. Ja, komm in Größe. Kleidung. Wo ist mein Jumpy-Outfit? Wann ich das nicht da? Perfekt. Die Prego gerade geguckt hat, dass du gerufen hast. Auf das habe ich gar nicht geachtet. Oh, Prego, du bist der Beste. Samsung macht auch coole Elektronik. Schon, aber bei mir kommt es einfach nicht ins Haus. Kein Samsung bei mir, Samsung-Verbot. Genau. Ich gehe noch auf den Account von meiner Schwester. Deborah Disco Valley. Okay, versuche mir zu merken. Welches Jump ist denn überhaupt? Why? Ich kläre es gerade. 23. 23. Baroness. Wieso Baroness? Weil du bist Sony-Fan. Genau, Raya. Ähm, Raya hat gerade deine Frage beantwortet, Alex. Weil nur Sony kommt bei mir ins Haus. Rennstrecke der Baroness. Also bei mir ist wirklich fast alles von Sony. Mein digitaler Bilderrahmen, den S-Frame, mein Monitor, mein Fernseher, mein Handy, meine Kopfhörer und. Bist du wählerisch? Naja, so wählerisch jetzt auch wieder nicht. Genau. Ist schon Baroness Jumpy, oder? Also Apple kommt bei mir auch nicht mehr ins Haus. Also natürlich meine alten Geräte, die behalte ich, die verkaufe ich jetzt nicht, aber trotzdem. Also neue Geräte kommen, whoops, bei mir nicht ins Haus. Außer eben Sony. Apple, nö. Nee, kein Apple. Ach komm, ich schaff's doch sonst auch immer. Ich schaff's doch sonst auch immer First Try. Jetzt. Oder auch nicht. Okay, ich lass sein. Genau. Ich teile Samsung und Sony. Alex, ich würde dir empfehlen, da das ein bisschen zu ändern. Ähm, gibt von beiden Sachen. Ja, ich würde dir da empfehlen, Samsung mal auszulassen. Nur meine Empfehlung. Genau, meine Kamera ist auch von Sony. Ja, ja, Prego, Hufisa. Ja, gut. Nein, Prego hat keine gute Laune. Moment. Ah, sie will mich auf die Sony zuziehen. Yep. Ich kaufe aber jetzt nur noch Sony-Geräte. Und sonst komme ich persönlich zu euch vorbei. Und drücke euch. Nein, warte. Nein. Und zwinge euch so lange, bis ihr das macht. Weißt du was, ich gönne mir jetzt ein Glückshufleckerli. Ja, super. Ähm, die Kamera hast du erzählt. Yep, stimmt. Und was habe ich? Ein Mischmasch aus allen Geräten nur existiert auf der Welt. Oh. Genau, die Alpha 6700 habe ich.
Sie steht gerade da neben mir mit dem einen, mit dem kleinsten Objektiv, das ich habe. Aber das benutze ich für private Vlogs, dieses Objektiv. So, Item habe ich wollen. So, prego, guten Appetit. Das ist mir jetzt wert gewesen. Oder jetzt bist du wieder voll happy. Ja. Warum weiß ich das, ohne nachzudenken und nachzusehen? Vielleicht, weil es dich so fasziniert hat. Das ist mein altes Jumpy-Outfit. Oh, das ist aber auch schick. Kann ich auch schick. Ja, man kann schick schreiben. Schick, schick. Naja, ihr wisst, was ich meine mit schick. Thanks. Gerne. Genau. Aber ich habe mich endlich getraut, öffentlich über meine Spezialinteresse zu reden. Das habe ich sehr lange nicht geschafft. Aber hey, besser gesagt habe ich es rausgefunden. Was rausgefunden, Raya? Ich habe da den Vater verloren. Alpha 6700. Mag den schwarzen Pullover so sehr. Ja, der ist mega. Sieht mega kuschelig aus. Perfekt für den Herbst. Perfekt für den Herbst. Perfekt, genau, perfekt. Herausgefunden. Ja, was herausgefunden, Raya? Perfekt. Warum nicht Pferdfekt? Oh Gott! Nein, 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 nein. Oh, haben hier Spione. Aha, perfekt. Das ist deine Lieblingsmarke Sony. Ja, ja, Rai, du hast es durch meinen Hund herausgefunden. Genau, mein Hund ist auch von Sony, übrigens. Oh Gott. Perfekt. Ich komme einfach nicht über dieses Wort hinweg, das ich da gerade geschrieben habe. Hund von Sony. Ja, Alex, mein Hund ist von Sony. Jetzt wirklich ernsthaft. Drei Spione, ich spioniere Autonummer hinter. ähm, okay. Also Autonummer kann ich mir jetzt echt nicht merken, da bin ich echt draussen. Wäre eine grosse Hilfe bei der Polizei. Oh ja. Bin ich doch Polizistin, Dori. Ich habe einmal zur Archäologie. Oh, okay. Auch gut. Ja, ja. Ich habe mal meiner Lehrerin aus Versehen Mist anstatt etwas anderes gesagt. Also dann geht zur Polizei. Ja, äh, wie heissen die, die so Parkbus verteilen und so? Bei denen wärst du sicher gut aufgehoben. Ich meine, man kann ja ruhig etwas aus dem draus machen. Doris Klamotten würden aber noch zu der Polizei passen. Okay, Raya, wer weißt du, was für Kleider das Story hat? Aber nur als Assistentin Alex. Wenn sie jemand verfolgen müssen mit Auto. Ah, in SSO. Oh Gott, ich denke wieder etwas völlig anderes. Das ist meine Aufgabe, nur das Kennzeichen zu merken. Ja, aber das ist dann schon eine Superkraft, Dori. Das kann nicht jeder.
Genau. Raya meinte mein Outfit, ich habe ja eine andere blaue Decke. Also, ich kann mir jetzt das Outfit leider nicht können merken, da in SSO. Ähm, ja, darum weiß ich jetzt gar nicht, ob dieses Outfit wirklich zu der Polizei passt. Moment, ja. Okay. Bin gespannt, wie viele Spieler das da noch kommen. Im Jumpy. Das Kennzeichen. Aha. Hm. Kurze Schweigepause. Genau, alle mal eine Minute lang Schweigeminute einleiten. Nein. Besser nicht, sonst gehen da noch alle raus, weil zu langweilig. Schweigeminute. Ja, ich nenne das ja, weil so, wenn man einfach nichts zu sagen hat, dann ist das wie eine Schweigeminute. Ich habe nur die Abkürzung von Kanton und dann zwei bis sechsstellige Zahl. Genau. Wolke, du hast meinen Tag wieder ein wenig gerettet. Ah, das freut mich, Raya. Das freut mich sehr. Schön, dass dir da besser geht in meinen Streams. Oder zumindest heute. Das freut mich sehr. Noch heile zurückkommen. Morgen geht's dann wieder weiter, oh je. Äh, ach so. Komm, das packst du rein, ja. Ganz locker. Ich weiß, es ist einfacher gesagt als gemacht, aber ey, ähm, ja, es kommt schon gut. Hab am Freitag meinen Flug. Oh, viel Spaß, Alex. Das wäre mein Horror. Kannst du mir noch die Uhrzeit sagen? Dann kann ich dich beobachten über Flightradar. Also keine Schweigeminuten hier. Nein. Das ist nur so ein Wort, das ich jeweils mit meiner besten Freundin jeweils so gesagt habe, wenn wir nicht wussten, was sagen. Also am Freitag beobachte ich dann mal ein bisschen den Ägypter Flughafen. Keine Ahnung, ob es dort mehrere gibt oder nur einen. Und dann könnte es sein, dass ich vielleicht sogar dein Flugzeug beobachten kann. 50 fliegende Polstersessel. Ja, okay. Und noch beim Flughafen, der nach Zürich geht, ich buche für dich ein Hotel. Genau. Komm doch nach Zürich. Übrigens habe ich jetzt 43 Abos. Ich weiß aber lieber nicht zu laut. Weil letztes Mal hat mich gerade jemand wieder deabonniert. Oh no. Ja, gescheiter nicht zu früh freuen, das mache ich auch so. Und sage ich jetzt auch, ich habe 64 Abos, weil ich halt eben mit dem D-Abo rechne. Ja, ich glaube, die ägyptischen Flieger fliegen über Österreich. Okay, gut zu wissen, Alex. Dann eben von Wien nach Zürich, also ach so, über Österreich, ups. Genau.
Zwischenstopp in Österreich. Ja, why not? Frage, wenn dein Video mal unter Urheberrecht steht, heißt es klappt nicht immer, dass man es gleich wieder runternehmen muss. Meine Erfahrung ist, dann, dass dann steht, dass es erlaubt ist, aber die Einnahmen, die du mit diesem Video machst, gehen dann an diese andere Person, die das Urheberrecht eingedingst hat. Genau. Also manchmal darf man es lassen, aber ich würde da trotzdem sehr vorsichtig sein. Nicht, klappt nicht. Aha, okay. Ich mache sowieso kein Geld mit meinem Content. Ja, denn manchmal steht, ob man es drin lassen darf. Und ja, wenn da steht, der Urheber erlaubt es, erlaubt, dass die Inhalte dafür verwendet werden können, dann alles gut. Genau, das ist mir mal passiert, aber jetzt auch schon vor, Moment, 7 Jahren oder so war das. Ja, aber ich habe es dann trotzdem wieder gelöscht, weil es mir unangenehm war. Sonst muss ich stummen oder ersetzen. Yep. Genau. Oh, jetzt ist wieder der Bug mit den gleichzeitigen Zuschauern, der es falsch anzeigt. Oh, so nervig. Champinator Baroness, 10 Minuten. Oh, ich habe das letzte Mal so verkackt, das Jumpy. Bei mir ist es auch mal, dass es in einigen Ländern nicht zu sehen ist. Ich habe es dann in YouTube gelassen. Okay. Ja. Oh gut, da war es bei mir kurz Stummwolke. Oh no. Läuft da alles mit dem Live? Oder was mit dem Stream? Jetzt läuft es wieder. Okay, gut. Puh. Schon gemeint, stimmt gerade etwas nicht, weil ich hätte keine Ahnung, wie ich das könnte fixen. Und nein, es geht wieder los mit dem Nachbar, Leute. Du hast ja nicht einmal eine kurze Redepause gemacht.
Doch, zwischendurch sag ich mal gar nichts. Also es kann sein, dass... Ja, Ägypten ist in der Zukunft. Deshalb muss ich jetzt bald ins rechte Träume abreisen. Stimmt, bei dir ist ja bald Mitternacht. Moment, Alex, wenn du dann am Freitag zurückfliegst, dann bist du ein Zeitreisender. Streng genommen. Meine letzten 2 Tage genießen. Ja, genieße es, Alex. Ähm, ja. Einfach noch die restlichen Urlaubstage genießen und dann zurück nach Deutschland. Ist man auch genau ein Zeitreisend. Physikalisch gesehen schon. Ja, nur die meisten verstehen unter Zeitreisen eben so wirklich durch Jahre reisen und nicht nur ein paar Stunden. Aber auch das zählt, also. Aber der Effekt ist so verschwindend gering, dass es keinen Unterschied macht. Okay. Ja, bei ein paar Stunden, so 1 bis 3 Stunden oder so, macht es ja nichts aus, aber trotzdem ist man ein Zeitreisender. Kennst du der digitale Zirkus oder der Louvre-Boss? Ich kenne leider weder noch Raya. Aber tatsächlich im Flugzeug als bewegtes Objekt gegen die Uhren langsamer. Gehen die Uhren langsamer. Ja, das stimmt. Es geht um Millisekunden. Ach so, okay. Ich bin jetzt schon überfordert bei diesem Thema, ich komme jetzt schon nicht mehr raus. Bei mir war es ein Urlaub. Ja. Okay, nicht vergessen, uns anzumelden. Ab dem Jumpy. Arabisch redet man in Ägypten, okay. Oft Englisch. Mhm. Spannend. Also ein Lehrer von mir war mal, also damals in Ägypten und da hat er gesagt, dass man dort alle paar Meter irgendwie von Bettlern und so angesprochen wurde, irgendwie. Oder stimmt das? Oder war das nur damals so? Ägypten war eine britische Kolonie. Ah, okay. Spannend. Händlerin. Ja, stimmt, Händlerin. Ist das wirklich so? Die gehen manchmal einen auf den Deckel. Ja, die wollen halt Geld und da sind sie wahrscheinlich ziemlich aufdringlich. Komm auch noch zum Jumpy, aber ignoriert mein Outfit. Meine Schwester hat ein komplett anderes Style als ich. Alles gut, Dori. Bin schon gespannt aufs Outfit. Arabische Nacht. Okay, kenne ich jetzt gar nicht das Lied. Aber naja, ansonsten tut dir hier keiner was. Ah, das ist doch schön, Alex. Dann ist es ziemlich friedliches Land, oder? Okay, noch 3 Minuten. Dori, es wird langsam knapp. Bin gespannt. Wenn ihr etwas mit Disco Valley heisst, ist jetzt da. Arabische Nacht von Aladdin. Okay, ich habe Aladdin nie geschaut, deshalb weiß ich es nicht. Also kenne ich es nicht.
Ah, da könnte nochmal jemand. Deborah Discoeli. Okay, das Outfit ist jetzt nicht schlecht, finde ich. Weil die Strafen dafür sind hier sehr streng, wenn man Touristen was macht. Ah, okay. Also die achten hier auch gut darauf, dass Touristen sicher sind. Ah, das ist doch schön. So, Gott, das? Ja. Grüezi miteinander. Ah, da kommt ja nochmal jemand. Zumindest wenn man offiziell hier alles bucht und so weiter. Okay, das ist doch gut. Naja. Ja. Mal gucken, was ich mit Level 21 rausholen kann. Ich begebe mich dann mal langsam ins Bett. Alles klar, Alex. Danke, dass du da warst. War sehr toll war sehr toll, dass du da warst. Und ja. Und dann bis nächstes Mal oder bis morgen, je nachdem. Und je nachdem, ob meine Benachrichtigungen mitmachen. Und sonst sehe ich es früher oder später sowieso. Ja. War sehr schön, toller Stream. Danke, Alex. Dann gute Nacht und schlaf schön. Und eben bis morgen oder so. Ah, da kommt nochmal jemand. Oh, knapp gewesen bei ihr. Tschüss, Alex, und vergiss nicht inzwischen. Stopp in Zürich. Yep, nicht vergessen. Nicht vergessen, Alex. Okay, Jumping geht gerade los. So, mein erstes Jumping mit Level 24. Mal schauen. Vielleicht besuche ich mal irgendwann die Schweiz. Cool. Ja, wäre sehr schön, Alex. Es sind nur 2 Stunden von uns entfernt, also Basel. Okay. Wäre schon toll. Okay, let's go. Baroness Jumpy, VS, VG, schnelle Hufe. Ich kann jetzt leider nicht mehr auf den Chat schauen für die nächsten Minuten. Okay, ich bin Dritter aus irgendeinem Grund. Das wird sich auch sehr, sehr schnell ändern. Zürich ein bisschen weiter, aber gut. Okay. Interlaken auch schöne Landschaft. Ja, Interlaken ist auch schön. Ich fahre dort zwar nur mit dem Zug durchgefahren, aber sonst war ich nie wirklich dort. Aber ich muss mich jetzt auch konzentrieren. Was, Prego? Prego, du! Genau, bin ich Letzte. Wie ist denn das jetzt passiert? Hä, wer gesagt, es wird mir Letzte? So, bitte. Nein, so richtig. Ich glaube, ich das Jumpy abbrechen, Leute. Ich breche das Jumpy ab. Kann doch nicht sein, dass ich Letzte bin. Hä? Wieso bin ich so langsam? Rico, was los? Hä? Okay, immerhin 50. Vielleicht. Upela. Ich habe gesagt, das Jump ist überhaupt nicht meins. Mann, ich und Raya sind Letzte.
Oh nein. Okay, vielleicht kann ich da ein bisschen aufholen, wenn ich Glück habe. Rico, ich warne dich. Ja, Mist, die haben es alle geschafft. Oh, ich hasse das Jump. Ich bin da so richtig schlecht drin. GG, wer auch immer da gewonnen hat. Ja, ich bin Letzte. Oh ja, gut, Zweitletzte. Pferd gepflegt. Ja, Pferd top Laune. Volle Werte. Und mein Spieleroutfit hat auch volle Werte. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Was in der letzten Sekunde einfach Grace und Sophia noch vor mir. Oh nein. Oh. Ja, das Jump ist einfach nicht mies. Hauptsache, man kriegt ja 200 Jahre wirklich länger. Ja, das sind mir eigentlich ziemlich egal. Also, ja, obwohl ich am Anfang so Gas gegeben habe. Ja, Abkürzungen, aber alles gut rein, ja. Ja, ich meine, das Wichtigste ist doch, dass man ins Ziel kommt, oder? Hauptsache im Ziel. Also eben, das ist unter anderem ein Grund, wieso ich kein Jumpies reite. ähm, auf 26 und halt Speedig und so alles. Ja, sind die wirklich auf 26? Oh ja. Ja gut, logisch haben wir da keine Chance gegen die. 22, 24, 26. Das ist Level 21. Und die anderen beiden sind schon wieder weg. Okay, was wäre rein theoretisch? Moorland, okay, das kann ich immerhin. Okay. Naja, okay. Okay, Alex, dann wollen wir noch was machen, bis es anfängt. Jetzt aber wirklich. ähm, ja. Sophia soll echt mal Server wechseln. Ihr Club ist auf Server 11 bei Tasty. Okay. Ja. Kann ich hier nicht los. Warum, Alex? Mach einfach so nach Ade Merci und einfach raus. Wollen wir noch was machen, bis es anfängt? Noch die Tasty. Ah ja, Tasty. Hinsetzen. Oh, das ist cute. Okay, ja, sehr schöne Sicht. Was ist denn das da? Okay. Och jö. Salut, Okay, ja, ist gut. So stimmt Englisch ohne I zwischendrin. Nein, ich habe gedacht, sie hat das I im Namen. Taistiy, habe ich gemeint.
falls ihr eben ein schöner Stream ist. Oh, das ist so lieb von dir, Alex. Muss ich mir jetzt das heute rauslegen? Nein, kann ich nicht. Ja, also ich will den Stream auch nicht beenden, aber früher oder später muss ich ihn leider beenden. Na, wie geht's? Ganz gut, danke. Jetzt können wir so einen Dialog machen. Verwirrung ist auch verwirrt. Ja, also ich habe jetzt echt gemeint mit einem I bei ihr. Und sonst schauen wir notfalls schnell nach, wie sie wirklich geschrieben wird. Okay, ist jetzt auch. Nein, noch nicht, Alex. Aber früher oder später muss ich den Stream leider beenden. Aber nicht jetzt. Genau. Die wird mit I geschrieben. Genau, dann haben wir es doch richtig. Aber egal. Ja, es ist eigentlich auch nicht so wichtig, wie sie geschrieben wird. Ich überlege, wo man sich hochpacken kann. Oje, warte schon 23 Uhr. 9 ab 23. Moment, 9 nach 11. Ja, bei mir schon Geisterstunde. Ja, schon Mitternacht gewesen. Bei dir. Wo man sich hochpacken kann. Hm, gute Frage. Gute Frage. Halloween-Stunde. Oh ja. Nein, Halloween-Stunde ist mehr so 3 Uhr oder so. Gut, so leid es mir auch tut, ich ziehe mich dann zurück, jetzt aber wirklich. Okay, Alex, gute Nacht. Halloween kommt. Oh ja, 8. Oktober, merkt euch das. Da kommt das Halloween-Event. Ich freue mich so. Allgemein auf den Oktober. Freue ich mich extrem. Ich nenne den Oktober gerne Spooktober. Habe ich von Reddit abgeschaut. Gute Nacht dir und noch allen im Stream. Gute Nacht, Alex, und bis morgen oder so. Und genießt deine restlichen Urlaubstage. Bis morgen. Man kann sich zur Golden Hillburg wagen, aber das Knifflig hab's auch nicht geschafft. Oha. Ja, ich habe das auf YouTube gesehen, dass man das kann. Und wir probieren, oder fällt dir was anderes ein? Ich hasse Klettern in es ist so. Ist leider so, es tut mir so leid. Aber ich mache das überhaupt nicht gerne, weil es einfach nur mühsam. Du musst einfach noch ein bisschen quatschen. Das geht immer machen. Kann man da theoretisch. Moment, machen vielleicht. Bei der grünen Kuppel kommt man auch irgendwie hoch. Okay, interessant. Wenn ich jetzt verbeugen. Ah, das geht. Zwinken, winken, zeigen, applaudieren, verbeugen, umarmen.
Okay, ja, ich stehe einmal auf. Okay, jetzt stehe ich scheinbar. Wieso steht mein... Ah, jetzt hab ich wieder. Ausdruck. Ist denn gelangweilt? Auch gut. Ich muss jetzt mal aufstehen. Oh, bei dir funktioniert das in dem Fall nicht. Also, zum Emotionen machen. Liebe gelangweilt. Ja. Aber der Shortcut funktioniert da leider nicht. Was ist denn das sonst noch? Ausdruck. Sauer. Oh. Sprechen, oh, Kaplin, sprechen, fragen, be right back. Verstehen, Hilfe. Okay, das hat gerade lustig ausgesehen. Oh, nicht traurig sein. Okay, wieso steht sie denn jetzt jedes Mal auf? Okay, gehen wir langsam zum Jumpyplatz. Kann ich mich jetzt auch ansetzen? Hat hier das funktioniert? Okay. Prego. Oh, falsches Feld. Yep. Mein Prego. Bego. Ja, mein Bego. Okay, mein Ross heißt jetzt Bego. Nicht Prego, sondern Bego. Da ist der O. Oh. Okay, ab nach Moorland. Moorland Jumpy. Ich lasse mich schnell abholen. Ah, grillende Zirpen. Zirpende Grille. Oh Gott, was? Grillende Zirpen. Okay, es ist spät am Abend, okay? Ich bin entschuldigt. Savannah Ashburn. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon beende, weil ich muss eigentlich nur wohin. Ja. Wer ist denn jetzt noch alles da dabei? Dori, bist du noch da? Was haben wir denn da? Ah, das ist sie. Und ich falle immer wieder rein, dass dein Stall in Moorland ist. Wahrscheinlich meinst du Moorland, oder? Ja. Und da kommt sie. Und da kommt ein Anfi. Genau, ich habe mir ja noch Star Rider als Lifetime auf einem anderen Account holen. Danke für die Erinnerung, Anfi. Okay. Wir müssen mal Championat spielen, wenn wir einen Videoanruf haben. Ja, voll. Das könnte noch richtig lustig sein, Raya. Vielleicht sogar noch mit der Dori dazu. Also, ich wäre dabei.
Aber Dori ist jetzt wahrscheinlich auch schon im Bett, weil sie schreibt dann nicht mehr. Ich bin Dori. Ja, die Stormrunners vereint in einem Call. Oder alle gemeint, das CT und miteinander quatschen. Ist doch auch noch lustig. Die drei Musketiere. Jawoll! Ich bin nur noch ich im Chat. Ja, sieht das so aus. Sieht so aus, als ob du jetzt die Einzige wärst zusammen mit mir im Stream. Also der Alex ist raus. Aber Dori hat sich jetzt nicht verabschiedet. Sie hat nur geschrieben, was schon 23, so schon 11. Und nachher schade, hat das Belgien keine spezielle Gruppe gemacht. Ja, mega schade. Okay, weißt du was? Wenn nur eine 3 da drin ist, ich bin ganz kurz so AFK, ich muss schnell. Ich muss schnell wohin? Ich bin kurz AFK. Oh, AFK. Ich muss einmal schnell aufs Klo. Ich tu mich schnell muten und ich komme gerade wieder. So, bin wieder da. Du kannst mir schon so im Chat sagen, das verstehe ich. Beides offen. Okay, gut. Okay. Wie spät haben wir jetzt? 21, okay. Können wir schauen, wie viel das wir nachher sind bei dem Jumpy? Stimmt, meine Kanalinfo muss ich noch kurz anpassen. Ich habe dort noch Level 23 drin, dabei bin ich jetzt Level 24.
Genau, weißt du was, nach dem Streamen, genau. Nach dem Jumpy höre ich dann auf mit Streamen. Oh, genau. Weil ich streame jetzt doch schon bald 4 Stunden. Und ja. Ist okay, ich möchte noch ein paar andere Sachen machen. Okay, und ich nämlich auch. Ich möchte nämlich noch mit dem anderen Account noch rein und dort eine Lifetime kaufen. Weil jetzt lohnt sich's noch, finde ich. Genau. Aber hey, dann kannst du auch andere Sachen machen. Und ja. Oh, das war gerade nochmal etwas. Oh. Obwohl es schade ist. Ja, ziemlich schade, aber. Naja. Außer das kommt völlig darauf an, wie lange das du heute noch kannst, da dabei sein. Weil je nachdem, es ist halt schon toll, wenn wir da so beide so ein bisschen im Stream drin sind. Perfekt. Das Lifetime ist ja bis morgen um 10 Uhr gut. Ich meine, eine Aktion. Stellst du dir das vor? Also wie meinst du? Also es ist gemütlich, wenn nur wir beide da im Stream chillen. Okay, man kann sich jetzt noch anmelden. Nicht vergessen anmelden. Moment, wie viel Schilling gibt eigentlich das da? Wow, das lohnt sich mal gar nicht. Bin ich auch, aber du musst das wissen. Ja, also ich tue am Donnerstag wieder streamen. Und ja. Also Donnerstag 7:30 bin ich dann wieder live. Ich meine, ich könnte es noch eine Stunde weiterspielen, also mich macht es nichts aus. Welches Level ist sie? Okay, auf Level 24. Da kommt ja nochmal jemand. Level 25, ach komm. Ich bin gut 22. Aber ich brauche ein wenig Schlaf, um das Ganze zu verdauen. Okay, dann ist es doch gescheit, dass wir nachher aufhören, nach dem Jumpy. Und ja. Also machen wir nach dem Jumpy fertig. Dann hole ich noch Lifetime für den anderen Account und... Ah, da kommt jemand auf meinen Muli. Ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, das Muli. Dann bist du wieder live. Donnerstag 7:30 am Abend. Morgen kommt Basar. Stimmt, mit der jurwirkschen Warmblüter, Engels Vollblut und KWPN. Und ich habe gerade mal 200 Star Coins.
Oh. Aber ich werde ein Pferdekaufvideo machen, weil auf meinem anderen Account habe ich 20.000 Starcoins. Also, ja. Wir können Dora einen Brief ins Starrsee beschreiben wegen einem Clubtreffen, aber mit einem Videoanruf. Das wäre richtig cool, Raya. Machen wir das. Oder weißt du was? Ich könnte am Morgen wieder live gehen. Also live kommen. Live. Was? Morgen wieder live sein. Ja, und dann könnte man das Ganze so zu dritten besprechen. Ist vielleicht ein bisschen. Würde auch gehen. Ja. Es sind doch noch relativ viel da. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Wenn es dir nicht zu stressig ist. Ja, ganz ehrlich, ich habe letzte Woche habe ich gemerkt, dass 3-mal hintereinander Stream echt too much ist. Aber es macht halt einfach so Spaß. Das ist eben das Problem. Es macht viel zu viel Spaß zum nicht streamen. Moment, es macht viel zu viel Spaß zum Streamen. Genau. Ja. Und darum. Ja. Aber eben letzte Woche war es echt ein bisschen too much gewesen. Wenn du dann Mittwoch streamst und den Donnerstag auslässt. Dann würde ich auch wieder 2 Tage hintereinander streamen. Ja, aber ich glaube, ich möchte halt schon so mindestens einen Tag dazwischen haben. Also jetzt sind ja Dienstag, Donnerstag und Samstag. Jeweils 7:30. Und ja. Oder hast du jeweils am Donnerstag keine Zeit für den Stream, oder? Wäre dir der Mittwoch lieber? Halloween werden wir wahrscheinlich dann zusammen die Halloween-Quest machen abends. Ja, das wäre mega cool. Okay. VSVG und schnell auf. Nein, nicht. Ich fand einfach so Update und damit das passt zusammen und dann gleich Stream noch dazu. Ja, das Problem ist am Mittwoch dann so ziemlich all Stream und ich glaube, wir uns halt gegenseitig Zuschauer. Ja. VG. Und VS. Okay, let's go. Let's go, Prego. Okay, den hätte man auf jeden Fall besser mitnehmen. Go, Prego. Los, 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 los. Nein, nicht schon wieder. Oh. Mann, wieso passiert mir das ständig? Dass ich da gefährlich stürze. Es ist so unfair. Wieso denn sie es nicht deaktivieren? Wieso springt der Prego nicht? Ach komm, heute ist einfach mein Jumpy-Tag. Ja, die sind jetzt wahrscheinlich schon im Ziel. Ah, da bist du immer so gut dran und dann stürzt du nicht gefährlich oder so und dann ist einfach alles vorbei. Dann ist es einfach so wie jedes andere Rennen auch. Ich weiß nicht, was heute los ist. Na gut, jetzt Abkürzung lohnt sich auch nicht. Ich nehme sie trotzdem. Puh. Okay, ich bin wenigstens nicht letzte, das ist schon mal sehr gut. Okay, Dani, oh, 6.
Okay, es ist nicht allzu schlecht. Es ist nicht allzu schlecht mit 6. Ich bin nicht Letzte. Oh, mein Ruf hat sich verbessert. Was bin ich jetzt da? Freundlich oder so. Oder beliebt. Let's go, habt ihr Abkürzung genommen. Nice, den hast du geschafft. Zweiter Platz. Oh, GG-Reihe. Das ist mega, mega gut. Okay, irgendjemand hat komplett verkackt. Zum Glück bin es nicht ich. Aber hey, zweiter Platz ist mega, mega gut. Im Vergleich zu mir. Gut, ich bin von 8. auf 6. Das ist gar nicht mal so schlecht. Okay, nice. Genau. Fünfter Platz auch nicht schlecht. 6. Ich bin 6. Rein theoretisch. Ja, okay. Oh nein, 6. Genau, ich bin 6. geworden. Ja, ja. Heute ist einfach nicht mein Jumpy-Tag. Ich weiß nicht wieso. Ich habe gerade, weil ich 6 schreiben wollte, ein unfreundliches Wort geschrieben. Oh no! Okay, ich kann es mir denken. Gratuliere. Hm. Das hört sich ähnlich wie 6 an. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, also das deutsche 6 wahrscheinlich, aber ich sage es jetzt absichtlich nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Was machen wir da? Genau. Ja, dann würde ich sagen, wenn ich den Stream dann mal beende. Und dann würde ich sagen, bis am Donnerstag. Und ja. Und mir fällt gerade ein, ich kann noch ein Bild von Goldblatt Jump machen. Ja, voll, wieso nicht?
gerade gesehen, dass du Sommersprossen im Gesicht hast. Schon? Ein Charakter das? Ah ja, tatsächlich. Ich habe das so vergessen, dass mein Charakter das hat. Deine das auch? Nein. Du hast gar kein Make-up, fällt mir gerade auf. Ich so ganz dezent mit Sommersprossen. Ja. Ja. Genau. Also dann würde ich sagen, dass ich den Stream dann mal beende. Leider schweren Herzens. Weil es ein mega, mega toller Stream war. Also wirklich. Es hat heute echt Spaß gemacht. Und ja. Genau, dann würde ich sagen, mach's gut, gute Nacht, schlaf schön, träum etwas Schönes. Und dann bis am Donnerstagabend, 7:30, wenn du dann Zeit hast. Oder vielleicht auch später oder so. Genau. Also gute Nacht, schlaf gut, träum etwas Schönes, welcome. Danke, Raya, du ebenfalls. Okay, dann würde ich sagen, bis am Donnerstag, wenn du dann auch Zeit hast. Würde mich mega freuen. Genau. Okay, in dem Fall. Ja, keine Ahnung wieso. Okay, dann hast du am Donnerstag wahrscheinlich Zeit. Okay, super. Dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss. Ist toll gewesen heute.